Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer auch herzlich willkommen an alle, die später einfach mal auf YouTube hier reinschauen. Wie immer unten in der Beschreibung dann die Verlinkungen. So, ich muss mal kurz einen kleinen Blick hier rüber werfen. Nee, alles gut. Ich habe nämlich, da habe ich den Stream schon gestartet, ein bisschen hier rumgefrickelt und dann ist die Kamera mir verschoben. Aber ich glaube, das passt so, ne? Passt perfekt. So, wir haben noch... Ton haben wir. Ich bin skeptisch. Ich hatte nämlich gerade keinen Ton. Das war nämlich so mein Hauptproblem. So, wir haben immer noch das große Event mit den flüchtigen Farben. Man sieht es vielleicht. Ich war schon wieder nicht so fleißig hier mit Einloggen regelmäßig. Schauen wir mal. Ah, ich muss auch mal... Nee, auch nicht. Ich hab jetzt zu viele Möglichkeiten hier. Das geht schief. So, nee, wir machen das fertig heute. Beziehungsweise gucken es uns mal an, wie viel wir heute machen. Und wenn noch ein bisschen Zeit ist, machen wir andere Dinge. Wir haben ja noch zum Beispiel hier die Legendenaufträge. Ne? Aber hier diese Laternenfest-Quest, die fehlt noch. Jo, die würde ich auch direkt mal in Angriff nehmen. Neuordnung der Gestirne. Wieso ist denn das noch bei mir auf... Nein. So. Aktionsdetails. Da ist auch viel Neues freigeschaltet worden, ne? So, die wunderschönen Schatten sind freigeschaltet worden. Oh, die haben Spaß gemacht. Die will ich nochmal machen. Da haben wir ja noch den zweiten Teil und den dritten. Weiß ich nicht, ob ich die heute mache, ob das für euch so spannend ist. Keine Ahnung, gucken wir mal. So, verhören Sie Sammlerstücke. Die konnten wir wahrscheinlich schon vorher machen. Aber jetzt müsste ja eigentlich wirklich alles freigeschaltet sein. So, aber jetzt, das hier haben wir letztes Mal nicht gemacht. Meine Theorie, ich weiß es nicht sicher. Ich weiß es nicht sicher. Ist, dass wir hier ein bisschen mehr Story drin haben. Könnte mich aber auch irren. Weiß ich nicht, werden wir sehen. So, dann würde ich direkt zum Auftrag gehen. Ohne großes Reden. Hahaha. Ich schwätze hier die ganze Zeit. Ich will immer da hingucken. Ich weiß nicht wieso, obwohl die Kamera da ist. Das muss ich noch üben. Es ändert sich jetzt sowieso die nächste Zeit bei jedem Stream, fürchte ich. Ich muss noch ein bisschen experimentieren. Ziel verfolgen. Heart be pure. Evil be erased. Ich habe mich halt mit dem Ton auch vorhin selbst verarscht. Also. Ach, Erkundungsbelohnung, stimmt. Das können wir auch noch schnell machen. Zack. Ad Astra Abyss. So. Dann haben wir das auch schon mal. Wie gesagt, ich war jetzt diese Woche zweimal vielleicht im Spiel. Jetzt in der letzten Woche. Nicht so oft. Aber mal schauen, vielleicht ändert sich das ja in nächster Zeit wieder. Ich bin ja immer noch an meinen Zweitteams zugange. Das muss ja auch irgendwann gemacht werden. Ich glaube, ich weiß, warum ich gerade so verwirrt bin. Weil vorher, am Wochenende... Oh, Mist. Geht schon los hier, nehme ich mein Setup auseinander. Letztes Wochenende habe ich für Pokémon so gesessen, jetzt sitze ich so. Und schon ist alles durcheinander. Ich muss noch rausfinden, was für mich angenehmer ist, aber ich finde, es sieht besser aus, wenn ich hier hingucke, weil dann sieht es aus, als gucke ich aufs Spiel, weil sonst gucke ich ja vom Spiel weg. Naja, Streamer-Probleme. So, wir müssen nach Lie. Ich wollte nach Inazuma, aber das Ganze findet ja in Lie statt. Ging's nicht? War nicht? Ach Quatsch, das war jetzt eine Daily. Es geht ja los im Jadepalast. Ach Mann, Ladezeit verpulvert hier. Unnötig. Nein. Mist. Ich muss mir dringend mal die PS5 hier hinstellen, Leute. Also nochmal, diesmal in gut. Hä, das ist aber nicht der Jadepalast. Paimon und du wollen jetzt nach Lie gehen und die Leute fragen, was für interessante Aktionen dieses Jahr geplant sind. Doch nicht der Jadepalast. Dann sind wir eigentlich sogar
Halbwegs richtig. Gut. Alles gut. Wirklich heute verwirrt? Nein, ich bin nicht verwirrt. Kein bisschen. Das liegt daran, wie gesagt, dass ich hier mit meinem Setup im Moment sehr stark rumexperimentiere. Und nicht so sicher bin, ob es läuft, wie ich mir das vorstelle. Deswegen habe ich jetzt gerade nicht so die Routine. Dummerweise. So, hä? Wo muss ich denn hin? Ist scheißegal, wir klettern einfach über die Dächer, es wird schon irgendwie werden. Jo, oder auch nicht. Man kann zwar überall drüber, aber es verleitet einen immer, Dummheiten zu machen. Okay, lassen wir das. Es geht ja doch schief. Hilfe, Leute! Hilfe! Mann! Ich wirke überhaupt nicht verwirrt, oder? Nein. Nein. Nein! So, wir wollen die Leute fragen, was es denn für tolle Sachen zu tun gibt. Dabei haben wir doch eigentlich schon so viele Sachen getan. Ach, jetzt ist Ningguang hier? Okay. War die nicht zuletzt oben im Jadepalast? Na gut. Schon gut. Schon gut. Jade, ich sag immer Jadepalast. The Ministry of Civil Affairs and have them delegate each of the tasks on the list to the appropriate departments. Also, be sure to tell them that though the lantern rite may be complicated, everything must be done properly. Hello, Lady Ningguang. It's us again. Stören wir dich? No, of course not. You are my honored guests. And given the looks of you two, I presume that you're here to celebrate the lantern rite? Ah, natürlich. That's right. So what's on the agenda for the festival this year? As always, there will be a variety of activities taking place. Oh, but there is one of particular interest. The Ministry of Civil Affairs is planning a fireworks show this year. It should certainly be worth your time. Ein Inazuma-Feuerwerk. Releasing Mingxiao lanterns has always been at the heart of the lantern rite. But with all that has occurred in Liyue as of late, I think the people of the city need something to warm their hearts. So, I believe that this year calls for a celebration of particular magnificence. Something that would be closer to the hearts of every citizen. We are currently in the process of placing fireworks at various locations all throughout Liyue. We shall choose a timely moment during the festival to set off all the fireworks in unison, allowing the sparkling lights and excitement to resonate with the hearts of the people. Fireworks? But we've already seen fireworks in other places Ja, before. wo könnte das nur gewesen sein, Leute? Wo könnte das nur gewesen sein? Ich weiß es nicht. Is there something special about the fireworks in Liyue? Fireworks were originally developed alongside many other inventions here in Liyue. Das stimmt schon. When our ancestors first created fireworks, they were originally known as firecrackers. Their bright flashes and loud sounds were often used for warding off beasts or as warning signals to other people. Muss mal eben. In those days, it was difficult for people to contact one another while out farming the land, so they would carry firecrackers with them to give signals when necessary. But people's lifestyles began to change after Liyue Harbor was founded. They no longer had to travel out of town to tend the fields anymore, so the use of firecrackers for emergencies also began to dwindle. But through our local customs, the pioneering spirit of the firecrackers has been passed down to this very day. We made improvements to firecrackers and began setting them off during the lantern rite to commemorate the tenacious spirit of our ancestors. Wow. Das ist wie, was? Wie wir es kennen? Everything has so much history in Liyue. Ich hab geträumt. As I'm sure you already know, everything on this land accumulates history and value as time passes. That is, I've left Keqing in charge of the fireworks show. If you're interested, why don't we pay her a visit together?
Kommt bitte... Ach so. Nee, kommt bitte mit mir zu ihr? Was? Nicht umgekehrt? Mit ihr zu mir? Hm. Gut, Ningwan, dann packen wir dich jetzt unter den Arm und bringen dich zu Keqing. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Nein, aktuell habe ich keine Zeit. Ich streame. So. Wir müssen jetzt Keqing suchen. Die zufällig hier ist. We need to add a few more locations for launching fireworks. The show has to be visible all across Liyue, not just in the city. They celebrate Lantern Rite in Qingce Village too, you know. But, Lady Keqing, what about our budget? The budget is exactly what it's meant to be. It's the necessary amount of funds to properly carry out a task. Aha. If you think the current budget will not suffice, then we'll simply have to apply for more funding from the Ministry of Civil Affairs and wait for their approval. Wieso machst du das nicht? Our aim is to organize a memorable Lantern Rite. The budget is there just to facilitate planning. We mustn't lose sight of our goal. Yes, Lady Keqing. I understand. Good. And please remember, safety first. Oh, it's Ningguang and the Traveler. Good to see you. Are you here for the Lantern Rite? Your timing couldn't be any better. The preparations are almost complete. Was machst du? I'm reviewing the positioning of the fireworks and double-checking the relevant facilities. It's all in a day's work. Forgive my directness, but if I'm not mistaken, you could just as easily leave these tasks to your subordinates. You've already been working around the clock these past few days. I am sure a break would not be amiss. No, it's fine. Really, I can handle it. Pengyi, please redraft our plans, make a summary report, and send it to the Ministry of Civil Affairs. I'm going into town to check the progress of the fireworks setup. I'll return shortly. As for you, Traveler, you're our esteemed guest. Please take the opportunity to stay in Liyue Harbor and enjoy the festivities. Pengyi, is everything clear? Please remember the tasks I've given you. Feuerwerk und Kohle beschaffen. Haben wir kapiert. Yes, Lady Keqing. Don't worry. Good. Ningguang, Traveler, goodbye for now. Please, excuse me, Lady Ningguang. And, Traveler. I must get going. Lady Keqing told me a great deal of information, and I have to write up the plans from scratch again, so time is of the essence. Viel zu tun. Oh, one moment. Here, Traveler. This is a launch tube. Lady Keqing said you may be interested, so she had me keep one to give to you. Abschussrohr klingt schon mal gut. Someone with good handicraft skills should be able to use this to design their very own fireworks. You should try it when you have the chance. Nee, ich mach kein Feuer. Paimon couldn't get a single word in just now. Well, more like Paimon didn't dare open her mouth while they were talking, but still. Keqing, was für ein Elan. Did you notice it too? Lady Keqing is a lot more outspoken than she used to be. And she seems a whole lot busier too. Ever since the Adepti left Liyue Harbor in the hands of mortals, we Keqing have taken up the responsibility of leading the people. We have taken charge of many vital tasks in various sectors, and we are responsible for planning and organizing all sorts of affairs. That said, being in charge of everything inevitably takes its toll.
Jiangzhou was responsible for planning the lantern ride in former years, but her father is getting quite old now, so she transferred to another department this year. In the end, the lantern ride planning was left to Keqing and myself. I am the head organizer, while Keqing is responsible for the highly anticipated fireworks show. Such an important event should be entrusted to the most qualified candidate. Keqing is disciplined, yet passionate about her work, so she's naturally the best fit for the job. She's definitely disciplined. No doubt about that. Absolutely. She is strict with both herself and others, to the point that she can even become overly involved at times. She's worked several days without a break now. Okay, hier ist wieder schlecht übersetzt. Hier steht ich, aber eigentlich redet sie über Keqing. I'm concerned about the effects it may have in the long run. Finding balance is an essential concept in Liyue culture. I've tried talking to her, but you know how she is. She uses her wit to talk circles around anyone. Traveler, you are quite close to Keqing. Why don't you try talking to her? Maybe she'd listen to someone as experienced as you. Okay, mach ich. Thank you, Traveler. I am glad you are able to help. Keqing can be a tough nut to crack sometimes. I still have other business to attend to at the Jade Chamber. I'll leave Keqing in your capable hands. Ningguang ist weg. Schön. Are you sure you can really persuade Keqing to take a break? Even Ningguang herself couldn't manage to convince her. Besides, before you can persuade someone, you have to at least understand how they feel at the moment. Keqing has been working non-stop without a break. Sie muss sich müde fühlen? Duh! Come on, everyone knows that. Think harder. How does she feel deep, deep down inside? Sie hat Hunger? Or maybe we can ask a friend. You know, someone more knowledgeable about these things. Wie wär's mit Zhongli? Huh? Zhang Li? Er versteht die Leute aus Li. Oh, there's no arguing that. Zhang Li it is then. Paimon thinks he's still a consultant at the Wangxiang Funeral Parlor. Let's go see if he's there. So. Wo kann man denn jetzt da oben? Ach, da. Einfach der Markierung folgen. Einfach der Markierung folgen. Dann klappt das auch. Ist zwar verlockend, überall hochklettern zu können, aber manchmal macht es keinen Sinn. So. Die Fährfrau. Hello. How may I help you? Wir suchen Zhongli. Ah, yes. Well, I'm afraid he is currently out with the director. Out with the director? Oh, you mean for work? The director said that they were going for a walk. If you'd prefer, you could go look for them at third round knockout. 3 Becherrausch. Ist das eine Kneipe? I've heard the director often goes there to do, Ach so. promotion. Oder ist das ein Gebiet? Promotion, ja. Bekommen Sie jetzt 2 Ableben zum Preis von einem. Ach, guck mal. Xiangling ist auch dabei. Yum, yum, yum. I am so full. Hats off to you, Xiangling. Serving the grilled fish with a dipping sauce is quite an innovative approach. That's my signature dipping sauce. I knew it would taste great. Tempered Jueyun chili powder mixed with garlic paste and chopped scallions. Then seasoned with salt, vinegar, and soy sauce.
before finally sizzling in hot oil. This recipe may seem a bit crude, but is entirely hinged on the precise balancing of flavors and seasonings by the chef. Everything must be balanced just right. It is the consummate mastery of this balance that turns a humble dish into an exquisite one. Oh, that's quite the compliment, don't you think? I'm flattered. Thank you, Mr. Zhongli. And I thought I have a way with words. But you certainly take the prize, Mr. Zhongli. You are too kind, Director. Your eloquence is infamous in Liyue Harbor. Oh, what's that? Oh, would you like to order something, Guoba? Oh, please, by all means, it's my treat. I'll just open a tab under Xiangling. Was? Moment, ich lade dich ein, aber Xiangling bezahlt? Okay. Hey, are you guys talking about tasty food again? Oh, it's the Traveler in Paimon. What brings you to this side of town? Hold on, let me take a wild guess. Yes. Oh, you must be here for the lantern rite. Isn't it pretty obvious? Ja, es ist pretty Anybody obvious. could have guessed that. Oh yeah, come on, can't you take a joke? You came at the perfect time. I was just letting everyone try my latest dish. The owner of Third Round Knockout says it's, well, a real knockout. Mr. Zhongli and Hu Tao seem to like it too, but I think it never hurts to let more people do a taste test. How about it, you two? Would you like to have a taste? Essen? Gratis? Immer. Don't have to ask Paimon twice, or once even. Wir sind wegen Zhongli hier. Huh? You mean we're not gonna try me? We meet again, Traveler. I trust your journey is going well? Nicht schlecht, eine Menge gelernt. Splendid. Therein lies the value of a journey. So come on, why are you looking for our good consultant? And just in case you were wondering, we're on business too. We only tried Xiangling's dish since we just happened to be here. Business? What kind of business would the Wangxiang funeral parlor possibly have during a festival? Even during the most joyous of holidays, life still follows its natural course, does it not? Is that really so surprising? But there isn't a need to be alarmed. It's just a nice day today, and I thought we could go for a walk while doing a little promotion for our business. Oh, you could go ahead and chat away. Xiangling and I will go have some tea with the boss over there. Oh, Zhongli, please come get me when you're through here. Of course. I'll see you later, Director. Now then, Traveler. What brings you to see me today? Ich fasse mich kurz. Yes. The Yuheng is honest, intelligent, and most diligent. She is capable of shouldering responsibilities that few others could. But everything has a balance, and one's health must certainly weigh in. Wie können wir sie umstimmen? Everyone knows you're super knowledgeable. Paimon bets she would listen to someone like you. If I were still the mighty Rex Lapis, I might be able to help her see reason. But alas, I'm now nobody but an ordinary consultant. My words no longer carry the same weight as they once did. Besides, I am by no means close to the Yuheng. Taking the liberty to lecture her may just as easily produce the opposite of the desired effect. Oh, you're right. Then what should we do? We could take a more subtle, indirect approach to the matter. Aha. Such as telling a story that resonates with her, containing your message conveyed within it. Such a story can be achieved by referencing topics from her daily life. The story could prove even more effective if you weave in something about someone close to her. Paimon doesn't really get it. Wir sollten jemanden fragen, der Keqing gut kennt. I knew you'd understand what to do. Aha. Well done, Traveler. Go collect some source materials for your story. Of course, I can always provide you with my advice, if needed.
Ja. Once we have formulated the plot, you can tell the story to the Yuhang. Ja, ich? You are on amiable terms with the Yuhang, which makes you the natural candidate. Na, wenn er sagt. Oh, Paimon gets it! So we need to talk with people who know Keqing, right? So who should we start with? Greetings, everyone. I hope I'm not intruding. Huh? Wenn man, Lady Keqing! wenn man vom Teufel spricht, ja. Mr. Zhongli, I didn't expect to see you here. Thank you for all your assistance during the rite of parting. You are most welcome, Yuhang. It was the least I could do. Was machst du denn hier? Why? And what's with your strange expression? Nein, nein. Bildest du ja ein. Oh, I see. My apologies. I appear to have interrupted your conversation with Mr. Zhongli. Nee, auf keinen Fall. Keqing, are you here looking for us? Yes, I was going to ask you to introduce me to the Adepti. I thought that it would be fitting to send them some festive gifts. On behalf of the Liyue Qixing. But didn't you meet them when we were fighting to defend Liyue Harbor together? You could just as easily go and find them in Juyun Karst. Yes, but we only met briefly on that single occasion. The Adepti may have already forgotten about me. And I'm concerned it would be imprudent to show up so suddenly. Die kommen auch kommen und gehen, wann sie wollen. Also komm. Which is why I thought it would be more appropriate to ask you to introduce me first. Hat Keqing Ganyu noch nie gesehen? Unfortunately, Ganyu is on leave at the moment, so I'm unable to get in touch with her. I'm afraid I'll still require your assistance. So you even have to run around delivering gifts in person? It sure doesn't seem easy to be a Qixing. Oh, wir werden helfen. Thank you, Traveler. Let me go and prepare the gifts. I'm sorry to make you run errands with me during our big festival. I promise to make this quick, and I'll be sure to get you back in time to enjoy the fireworks show. Warum sehen wir uns das Feuerwerk da nicht gemeinsam an? Huh? Together? Ist es so schlimm? All right. I'll go to see the fireworks with you once I've finished my work. Speaking of which, Mr. Zhongli, the fireworks show will be particularly exciting this year. Please, don't miss it. Ah, yes. Thank you for your kind reminder. I should be going now. Traveler, please come find me at the Jade Chamber once you're ready. And there she goes. Und weg ist sie. That's the Yuhang. Efficient and reliable as ever. You're really reliable too, Zhongli. Why, thank you, Paimon. Please, don't forget our earlier conversation. Once you've collected enough story material, we can meet here again and discuss things further. Achso, wir sollen ihr eine Geschichte. Okay, wir erzählen ihr eine Geschichte. Ich sehe gerade, dass meine Kamera so ein bisschen nach unten gerutscht ist. Einen Augenblick. Eieiei. Wie machen wir es denn jetzt? Hier, ohne dass ich gleich alles einreiße. So? Passt, oder? Passt. So, was haben wir denn hier? Bunte Flammen-Herstellungsherausforderung. Benutze das Hilfsmittel-Abschussrohr im Inventar und wähle Feuerwerk herstellen, um bunte Flammen-Herstellungsherausforderung zu starten. In bunte Flammen-Herstellungsherausforderung findest du viele Merkmale zum Schmelzen. Verwende verschiedene Schmelztechniken, um die Qualität der einzelnen Merkmale zu verbessern. Je näher die Qualität an der idealen Zone liegt, desto höher ist deine Qualitätsbewertung. Während der Herausforderung wird jedes Mal, wenn du auf einzelner Schmelzversuch klickst, eine bestimmte Menge an Ausdauer verbraucht, abhängig von der verwendeten Schmelztechnik. Sobald die Ausdauer aufgebraucht ist, kann keine weitere Schmelzung mehr durchgeführt werden. Klicke auf Schmelzen beenden, um die Herausforderung mit der aktuellen Qualitätsbewertung zu beenden.
Abgesehen von den Effekten der Schmelztechniken verbraucht jedes Schmelzen auch eine bestimmte Menge der Feuerkraft des Abschussrohrs, wodurch sich sein Feuerkraftstatus ändert. Wenn die Feuerkraft den mittleren oder starken Flammen entspricht, erhält die Qualitätsverbesserung des Merkmals beim einzelnen Schmelzversuch einen mittleren bzw. hohen Bonus. Ich verstehe kein Wort. Aber verbraucht jedes Schmelzen eine bestimmte Menge der Feuerkraft des Abschussrohrs, wenn sein Feuerkraftstatus ändert. Wenn ich okay. Abgesehen von den Auswirkungen der Schmelztechniken besteht bei jedem Schmelzversuch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die wundersame Wirksamkeit eintritt. Die Qualität des aktuell geschmolzenen Materials wird auf jeden Fall in den idealen Bereich steigen. Schön. Okay, jetzt haben wir hier die verschiedenen Teile. Ehrlich gesagt, steckt jeden an, außer Keqing, der im Moment halt etwas heikel ist, sie auf Trab. Ja gut, dann gehen hier jetzt die Quests los. Aber wie soll denn das hier funktionieren? Wir müssen jetzt das Abschussrohr... Ja, gleich. Moment. Lass uns wandern gehen und Mond und Sterne bewundern. Okay, Moment. Abschussrohr. Ich kann hier zündeln. Das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Moment. Da. Platzieren. Feuerwerk herstellen. Aha. Von Bergwolken fällt der goldene Regen. Gut. Drücke, um die beim Schmelzen zu erreichenden Merkmale zu wählen. Drücke, um Schmelztechniken zu wechseln. Nörgler, fühlbare Empfindlichkeit. Okay, wir nehmen jetzt die, was war das, die fühlbare Empfindlichkeit. Fühlbare Empfindlichkeit klingt spannend. Höhe, ganz Größe, Höhe. Was? Einzelner, nein! Hä? Was tue ich hier? Achso, Moment. Und wie kann ich das jetzt... Nein? Wie kann ich denn jetzt hier auf hoch gehen? Gar nicht. Wie kann ich denn das erhöhen? Was tue ich hier? Ich habe keine Ahnung. Ich kann hier die Farbe einstellen. Irgendwie. Aber... Wenn ich jetzt X drücke, erhöht sich die Farbe. Und ich verbrauche irgendwie Ausdauer. Und jetzt bin ich im Idealbereich. Nein. Schmelzen beenden. Perfekte Qualität. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe perfekte Qualität hergestellt. Maximale Ausdauer erhöht, neue Schmelztechnik freigeschaltet. Anscheinend bin ich gut in diesem Spiel. Ich weiß zwar nicht, wie es funktioniert, aber prinzipiell bin ich gut. Was tue ich hier schon wieder? So. Jetzt kriege ich doch... Ich habe perfekte Qualität hergestellt. Das ist doch hier definitiv eine Belohnung wert. Qualitätsbewertung erreicht 1500. Ja, habe ich geschafft. 2100 habe ich geschafft. 2700 habe ich geschafft. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe es geschafft. Halten wir so fest. Wir müssen natürlich auch weiter. Ich glaube, jetzt diese Woche... Ach Gott! Nachdem du dein Abschussrohr platziert hast, kannst du im Menü Parameter für das Feuerwerk auswählen. Zum Beispiel Art und Reihenfolge, um sie ganz nach deinem Geschmack zu zünden.
Wenn du das Feuerwerk fertig gezündet hast, in den Kampf ziehst oder dich zu weit vom Feuerwerk entfernst, werden die Abschussrohre automatisch zurückgeholt. Du kannst den Modus Modifikation deines Abschussrohrs nutzen, um den ursprünglichen Stil des Feuerwerks nach deinem Geschmack zu modifizieren. Kreiere pyrotechnische Effekte nach Wunsch. Nett. Aber ich wollte jetzt eigentlich schauen. Ich will ja noch einen Zhongli ziehen. Ah, ich habe schon 5 Züge zusammen. Immerhin. Hätte ich jetzt gestern mich wenigstens mal kurz eingeloggt, um noch hier den Login-Bonus zu holen, dann hätte ich jetzt schon wieder 10 Züge machen können. Ach Mist, ist das alles ein Käse. Gar nicht ziehen. Ich versuche es auf Zhongli. Ich habe übrigens hier ein Standardgebet gemacht. Off-Stream. Ja, abseits vom Stream. Was habe ich gezogen? Was habe ich gezogen? Ich zeig's euch gleich, wenn hier nicht alles hakelt. Wie Sau. Eine zweite Jean habe ich gezogen. Ja? Nice. Nehme ich auch gerne. Hier seht ihr übrigens neues Kostüm. Haha. In China gelten mal wieder neue Regeln, wenn ich das richtig verstanden habe, was die Charaktergestaltung angeht. Deswegen gab es jetzt ein paar neue Kostüme. Und zwar in China sind das dann die Standardkostüme, die neuen. Und wir können jetzt quasi die Kostüme wechseln. Ja, das war das alte, das ist das neue. Ich finde das neue eigentlich ziemlich cool. Deswegen habe ich es auch gleich ausgewählt. Das gilt auch hier für die gute Rosaria. Die ist jetzt nämlich Badass-Kriegernonne. Finde ich irgendwie viel cooler als das alte. Wo haben wir es denn? Wenn ihr das mal seht. Das sieht total unruhig aus, finde ich, vom Design. Und das ist so Badass-Assassinen-Nonne. Gefällt mir. So, bei den anderen... Okay, für Mona gab es noch was. Mona habe ich nicht, kann ich euch nicht zeigen. Für Amber gab es noch eins, aber da ist der Unterschied ja wirklich marginal. Also, das ist das und das ist das. Also ganz, ganz wenig Unterschied. Ein bisschen hier im Brustbereich. Die Corsage ist ein bisschen anders von der Farbe und die Hose ist anders. Sieht man fast gar nicht, den Unterschied, finde ich. Da habe ich auch das alte einfach gelassen. So. Ja, und Mona hat jetzt statt diesem Body jetzt eine kurze Hose gekriegt. Auch okay. Aber macht jetzt nicht so viel aus, finde ich. Gut, wo war ich? Wir machen jetzt weiter. Ich will später noch Zhongli ziehen. Wenn ich ihn ziehe. Warte, Moment. Wie lange haben wir noch? Ich glaube, das ist jetzt diese Woche letzte Gelegenheit, das im Stream zu machen. Ach nee, 12 Tage. Ach. 12 Tage. Mehr als genug Zeit noch. Dann brauchen wir uns ja keine Sorgen machen. Dann brauchen wir nicht hektisch sein hier. So, wir wollen doch jetzt die nächste Quest machen. So, es ist tatsächlich Story. Habe ich mir nämlich gedacht letztes Mal. So, wir müssen jetzt 8 bis 12 Uhr am nächsten Tag anschalten. Oh, es gibt noch Nachrichten. Webaktion, ja gut, Pöp. Also einsammeln, Webaktion nochmal. Mache ich alle nicht. Mache ich alle nicht. Wie sieht es eigentlich beim Händler aus? Ist der schon resettet worden? Können wir da noch ein paar Schicksale Oh, können wir kaufen. Können wir kaufen, werden wir wahrscheinlich auch tun. Dann können wir 10 auf einmal ziehen, weil alles einzeln ziehen ist halt echt nervig. Was haben wir hier? Baido und Noel. Baido wäre vielleicht nicht schlecht. Moment. Die ist bei mir noch nicht so weit und gehört in eins meiner 2 Teams demnächst. Ja. Wäre nicht verkehrt. Ja. Muss ich mir noch überlegen. Braucht, glaube ich, eh erstmal Sternenstaub noch dafür. So. Uhrzeit 8 bis 12. Matsu ist schon wieder verwirrt. So.
Ach, jetzt muss ich... Nee. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir hier wieder zum Jadegemach, aber anscheinend ist es irgendwie am Boden. Kriegen wir schon alles noch hin. Kriegen wir alles hin. Ist die Frage, ob wir heute alles fertig kriegen, aber müssen wir, glaube ich, nicht. Ne? Das geht ja noch eine Weile. Flüchtige Farben. 9 Tage. Ja. Da können wir auch beim nächsten Mal noch weitermachen. Alles gut, alles gut. Ist ja gut, was los hier? Hallöchen, ihr Lieben. Ist doch das Jadegemach. Ach, Schweinerei. Es war doch eindeutig nicht auf dem Jadegemach. Guckt euch das an, das ist doch meilenweit weg vom Jadegemach. Ei. Ich will immer da hingucken. Hallöchen. Nein, hier ist die Kamera. Ich brauche eine neue Kamera. Ich muss mir noch eine neue Kamera besorgen. Oh, was ist denn das? Ah, you've arrived. I've made all the necessary preparations and even packed some handmade snacks. Ah, Snacks klingt gut. Oh, that reminds me. I've also prepared some launch tubes made by Pungi. I hope the Adepti will like them. Is there anything else I should bring? Es ist alles bereit. Good. In that case, let's first pay Madame Ping a visit in the city before heading out to Jueyun Karst. Madame Ping? Wieso denn die jetzt? Ja gut, sie ist eine Adeptin, aber... Ah, wir sind schon im zweiten Teil. Okay. Dann sind die ja richtig kurz diesmal. Die Quests waren nämlich sonst mal relativ lang. Also zumindest das letzte Mal zum Laternenritual. Das war richtig lang. Also erstmal die Hauptquest dazu. Und dann musste man auch noch irgendwie Festlichkeit sammeln und ganz viele Mini-Quests machen. Ich meine mich zu erinnern, ich habe mich tot gegrindet da. Aber gucken wir mal. Ist ja meilenweit weg. Wo müssen wir denn hin? Auf jeden Fall nach unten. Wenn ich mich jetzt fallen lasse, wird es gleich sowieso erstmal neu laden, schätze ich, oder? Hat es zumindest das letzte Mal gemacht. Wir sollten sowieso langsam uns fallen lassen. So viel Ausdauer haben wir nicht mehr. Wo ist sie denn? Da. The festive season is upon us. This is no time to be running hither and thither. You should relax and enjoy the season. Relax, Leute, relax. I get it, Granny, but you know, having lots of clients is a good thing. I'm sure it is, but really, child, who could be seeking your help during the lantern rite? You'd be surprised. Hm. Madame Ping! Happy Lantern Rite! Alles Gute zum Laternenritual. Wünscht man sich das da so? Okay. It's a pleasure to see you again, Madame Ping. How are you? Oh dear, well, look who's here. I'm so glad to see you all in time for the festival. Hello, traveler. Long time no see. Oh, and Lady Keqing is here too. Mhm, hallo. The Keqing have prepared some small gifts for you to celebrate this festive occasion. There are some seasonal goods, 2 bolts of fine silk, and some exotic flower seeds which I picked specifically for you, Madame Ping. I brought all the lighter gifts with me, but the silks are still on the way. I just submitted them for delivery, so I'm sure they'll arrive in good time. Please, accept our humble gifts. I hope you'll find them to your liking. Wow, those gifts sound marvelous. Please be sure to thank the Keqing on our behalf. Yes, how very nice of you. I'm sure the flowers will be most beautiful if you personally selected the seeds. Thank you very much, Keqing. Please, enjoy them. We intend to visit the other Adepti as well, Ja, so okay. I'm afraid we must be going now. Beschenkt jetzt die Adepten I quasi. presume you mean Cloud Retainer and the others? Yes, they should be over in Jueyun Karst. By the way, I've heard that you designed all the street decorations yourself, Keqing. You decorated the city so beautifully. Yet,
You don't even have the time to go and see it for yourself. What a pity. Yenfei really enjoys spending time at the festival. You'll find her wandering around there whenever she can spare a moment. Come on, Granny. I wasn't wandering around. Ich I hab was Kunden. providing essential consultation to my clients. Oh, is that so? Were you also holding consultations with clients while you stood in front of the grilled tiger fish stand for all that time? As a matter of fact, I was helping them calculate the prices. It's not easy, you know. I had to check a lot of different items. Arbeitest du auch während des Laternenrituals? That's right. There are no holidays in my line of work. I have to be ready whenever my clients need me. That sounds exhausting. Oh, Paimon can't imagine a life without holidays. Du hast die ganze Zeit Holidays, meine Liebe. Well, though there are no set holidays, I do get to decide on my own schedule. I can always budget some time to relax. Otherwise, I would always look exhausted in front of potential clients. It'd be hard to land new cases after leaving a terrible first impression. Besides, what's the saying? Ah, yes. A rested worker is an efficient worker. Wer rastet, der rostet nicht? Was? I was Keqing auf der there many Straße times gewesen. when I was supervising the festival construction, but I haven't been there since. I was planning to go after I finished my work, but the work keeps piling up. I ended up completely forgetting about it. Wenn du fertig bist, lass uns zusammen spazieren gehen. Yes, I should take the opportunity to show you around while you're here. But first, we should head to Joyun Karst. If you'll excuse us, Madam Ping. Let's see. Which Adeptus shall we visit first? Oh, why don't we visit Cloud Retainer at Mount Outsong first? Die erzählt doch immer peinliche Sachen. She's inside her abode, so she'll be super easy to find. Alright, Cloud Retainer it is. Naja, bleibt immer in ihrer Höhle. Die kommt schon öfter mal raus und macht komische Experimente. So ist es ja nicht, ne? So, jetzt will ich aber noch mal wissen, wie das hier mit dem Schmelzen geht. Wollen wir hier auf dem Hügelchen mal... ja, komm. Wir versuchen es nochmal. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Es hat irgendwie geklappt, aber... Ich weiß nicht, wieso. So, die silberne Nacht ist voll von Sternen. So, Schmelztechniken. Nörgler. Ach so, da wird dann mehr Ausdauer mit verbraucht. So, machen wir mal das. Aha. Ach, bei dem bin ich schon zu weit. Jetzt eine andere Schmelztechnik. Wird sich ein bisschen verbessern. Oh, das war ein bisschen viel. Aber passt, oder? Neuer Rekord. Nicht perfekt, aber okay anscheinend. Ich glaube, jetzt verstehe ich, wo die Herausforderung da sein soll. Gut. Jetzt haben wir da. Silberne Nacht ist voll von Sternen. Ja, haben wir auch alles jetzt gekriegt. Nice. Hauptsache Urgestein. Da kriegen wir diese Dingsdinger für. Dingsdinger, ja, super. Meeresverteidiger müssen wir auch noch spielen. Für die Punkte. Das machen wir aber auch nur einmal und den Rest mache ich so für mich, oder? So. Glückliche Kameradschaften. Kann ich das jetzt inzwischen machen? Nach Abschließen von den unseren Erinnerungen Sternschnuppen immer. Okay, wir müssen dann die Quests also fertig machen und wir müssen den Drachen nochmal besiegen, wenn ich das richtig verstehe. Dann können wir hier schon mal eine Figur kriegen.
Und die holde Mondbraue. 2400 Wohlstandstalismane. 2200 makellose Talismane und 1800 Eroberungstalismane. Und dann können wir Ningwangs Kleid einsammeln. Das ist ein super schönes Abendkleid. Können wir echt mal nachnähen. Wenn ich mal Zeit und Talent und Lust hätte. Die Frage ist, kann ich die Punkte hier trotzdem einlösen oder muss ich sie am besten sparen? Damit ich sie dann hierfür halt zum Beispiel einlösen kann. Ja, Einladungskosten. Da muss ich sie auf jeden Fall einladen, aber hier steht ja nur erhalte. Da steht nicht, ich muss sie dafür bezahlen, oder? Ich würde sie einfach mal sammeln und dann sehen wir es ja hinterher. Und wenn dann was übrig bleibt, können wir sie ja ausgeben. So, wie ist das jetzt? Wir haben jetzt noch ein Feuerwerk hergestellt. Dauert ein bisschen bei mir. So. Jetzt können wir doch theoretisch zu Teil 2. Nee. Weil jetzt müssen wir erstmal Keqing hier begleiten. Und dann können wir wahrscheinlich das nächste Feuerwerk herstellen. Oder zumindest dafür was hinkriegen. Herkriegen. Aufgaben kriegen. Rettet mich! Komm, wir machen jetzt einfach weiter. Also, wir wollen die Lady hier treffen. Wie am besten? Ups. So, da ist ja noch jemand. Ganyu? Ganyu, ne? Ja. The festive season is fast approaching. What brings you to one's abode? Has the Ministry of Civil Affairs simply run out of work for you to do? Well, with Lantern Rite just around the corner, I decided it was a good time to take leave and pay you a visit. But, where are Mooncarver and Mountain Shaper? Them? Oh, don't even get one started. Oh, is that not the Traveler and the Yuhang too? Happy Lantern Rite, everyone! Alles Gute zum Laternenritual. Greetings, Venerable Adeptus. Huh? Lady Keqing, I didn't expect to see you here. The Yuhang of the Keqing. Here. Most fascinating. Most courteous of you to travel hither and pay your respects. What is the purpose of your visit? It's the festive season, and on behalf of the Keqing, I'd like to give you our regards. Please, accept our humble gifts. As the governing body of Liyue, the Keqing must be busy with a myriad of affairs. And yet, you still take the time to visit one in this mountain abode. Oh, what an amusing cylindrical device. I wonder what that could be. Oh, das wird dir gefallen. This is a new type of firework which has been modified by the Ministry of Civil Affairs. I've heard that you are fond of gadgets, so I've brought one for your amusement. Cloud Retainer. Although she is not outwardly opposed to us, she is still skeptical of Liyue being ruled by humans. Maybe she thinks humans are still too young to handle it. No matter. With time, our strength will become apparent enough. Before then, we should try to give her a good impression. Good thing I came prepared. Cloud Retainer has a great interest in gadgets, so she will certainly appreciate this gift. Wahrscheinlich irgendwie so, was soll ich damit? Ganyu has said that Cloud Retainer is very picky about food, so I made sure not to bring any snacks to avoid upsetting her. I've given everything thorough consideration. It should all go well. Goodness me. Whoever would have thought? Oh, my, how very interesting. It is intricate, with ingenious design.
and is aesthetically agreeable. Yes. Judging from Cloud Retainer's expression, it seems this gift was a success. Die Expression, die hat einen Schnabel. Very good. One shall gladly accept this device. One surmises from Ganyu's words that you also wish to see Moon Carver and Mountain Shaper. Pity. Your timing is most unfortunate. Oh, are they not home? Oh, we wanted to see them too. Those two old fossils. Moon Carver has been most anxious to see how Liyue Harbor fares, but the agreement was clear. Liyue is now in the hands of the Keqing, and he cannot simply roam into the city and begin supervising others' work as he pleases. So one tried to persuade him otherwise, proposing that if he could not be placated, he could go to the city disguised as a human and take a brief look around. Alas, he is too stubborn, too proud. He would have none of it. Thereafter he left, claiming to have gone traveling. He has not returned since. Okay. Mountain Shaper, however, is more open-minded. But he said he wished to look for something new with which to defend the tranquility of his mountain. He told one that he was leaving in search of treasures, and one has not heard from him since. Vielleicht ist es Surely wirklich this is so. not a case of two old coots in cahoots, using to excuse themselves that they might venture behind one's back, to scurry away and go traveling together. Vielleicht ist es wirklich so. Huh? What's everybody doing here? Hä? Die Stimme. Shenny? Oder? This voice. Is it Shenhe? Doch. Oh? Oh? So Shenhe's here too. Is she also here to visit Cloud Retainer? Ja. Is she the one that you mentioned before? Hello, everyone. Shenhe, this is Ganyu. You have most likely heard of her. Ganyu wurde doch von ihr aufgezogen, oder? Und Shenny wurde ja auch irgendwie von ihr adoptiert und die haben sich niemals persönlich getroffen? Hello. I'm Ganyu. I work at Yujing Terrace. I've heard that you returned to Liyue Harbor recently, so if you need anything, please feel free to come to me. I will. Thank you. Sind beides Eischaraktere, ne? I brought some food from the city. I heard that during Lantern Rite, people in Liyue bring food to share with their friends. So here I am. Oh no, I made a point of not bringing any food offerings. Is it going to be okay? Oh, and you even brought food for those two old fossils. That's right. After barely a few days in the city, you have learned so much. Thank you for these delectable edibles, Shenhe. Wieso? Jetzt hätte sie, glaube ich, wieder du und nicht ich sagen müssen. Naja. Everyone, you shall all be staying in Liyue Harbor in the future. One should like to think that you will all look out for each other. Is that understood? Will do. Yes, understood. This place is much livelier than I'd imagined. Überlass es mir, das Thema zu wechseln. Apropos, weißt du, wo Xiao ist? Stimmt, Xiao. Ist The ja auch mal da. conqueror of demons? One has not seen him of late. Well, then he's probably not enjoying Karst. Ja, wollte Let's sagen, go der look ist doch for beim him in his Gasthaus. usual spot, at Wunderschöne. In short, one is the only Adeptus who has elected to remain in Joyun Karst for the festival. Had Ganyu not come to visit, one would likely have stayed firmly put in one's abode to resume research of gadgets and mechanics. I didn't mean to interrupt you. Please accept my profuse apologies. Why the sudden solemnity? It would certainly not be the first time one has been interrupted on your account. Dass du mich belästigst? Ich glaube, so hart hat sich jetzt nicht ausgedrückt, oder? As a youngling,
You did so love to scurry around the place while one's attention was monopolized by mechanisms. You were especially drawn to a certain implement one had made. Oh, what was it? Oh? Hmm? Oh no, here she goes again. This could spell trouble for Ganyu. Huh? Oh, I'm sorry, Cloud Retainer. I just remembered there's something I must attend to. I should be going. Oh, why the sudden haste? With the Yuheng present, why not settle this matter here and now? No. It's something very important. In fact, I must see Lady Ningguang about it immediately. A matter so pressing that you must find Ningguang in person? Yes. Ningguang and I have different scopes of work, you see, and Ganyu has to report to both of us, respectively. It's indeed not easy for her. Lady Keqing is trying to help me. Yes, that's right. I'm very sorry, everyone. I will take my leave. Huh. Gone already. Bloß nicht wieder Muttererzählung. She has always been easily ruffled. One can sympathize, however. It is no simple thing to be a secretary. Nearly every matter in Liyue Harbor, momentous or trivial, passes through Ganyu's diligent hands. But even as an adeptus, she must never neglect her own health, lest she fall prone to exhaustion. Ganyu is an assiduous worker, apt to forgoing food and rest when she is busy. Please make sure she eats and sleeps properly whenever you see her. Ab ins Bett, Ganyu! I will. Ganyu has always been a great asset to us. Her health is a priority, so... The Yuheng, reliable as ever. It was indeed a wise decision to leave Liyue Harbor to you. We will certainly strive to live up to your expectations. As for these edibles, they do look delectable indeed. You may leave them here. Shenhe shall bring these into one's abode, and one shall pass them on to Moon Carver and Mountain Shaper once they have made their return. This firework has an intriguing design. One must conduct a thorough study of it. And one also wants to hear what Shenhe has learned in Liyue Harbor. Oh, yes. I have many interesting stories to tell. Let us chat while one scrutinizes this device. Es ist das Laternenritual und du möchtest an der Vorrichtung arbeiten. Yeah, don't you rest during the holidays? This is a festive season after all. One has long been living secluded in the mountains and no longer observes the holidays. Worry not, one shall take appropriate care of oneself. Rest is crucial. If one is too devoted to one's research and falls ill, one shall be in no fit state to test the devices personally. Is it really that important to test it yourself? Of course. As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. If one spends all that time working on a machine, yet forgets to test the outcome... That would be akin to a chef who never tries his own food, no? Solche Leute soll's auch geben, also. It is unwise to put the cart before the horse. Enough idle chatter, everyone. One must go and continue one's research. Come, Shenhe, this way. A chef who doesn't get to try their own food? That would be kinda weird. Ja, das kann man sofort verstehen. Cloud Retainer sure does know a lot about gadgets and cooking. Though, she can be a bit strange sometimes. But then again, she is an adeptus. That's the wisdom of an adeptus. She takes good care of those around her. Though she lives in seclusion, she also manages to bring everyone together. A hermit who's more social than most living in society. What an interesting character. Traveler, Paimon, let's head to Wangshu Inn. Perhaps we'll find the Conqueror of Demons there.
gehen wir mal zu Xiao. Na, der wird ja wohl da sein. Der ist doch immer da. Ich nehm's dir übel, dass du nicht in meinem Banner warst. Aber ich habe gelesen, dass Venti vielleicht mal wieder auftauchen könnte in nächster Zeit. Den könnte ich auch brauchen. Aber das sind ja alles nur Gerüchte. Let's ask Virgildet where the conqueror of demons may be. Huh? Ach, guck mal, wen wir da haben. Dr. Baiju, here are the herbs. I've picked lots of them. Ich habe ganz viele gesammelt. Ganz viele Kräuter. Splendid. Let me pack up and then we can be on our way. Hey, you guys! What are you doing? Dr. Baiju wanted herbs, so I came to collect herbs. Lots of them. And Dr. Baiju came too. Traveler, Paimon. Oh, and Lady Keqing. It's a pleasure to see you all. Boo Boo Pharmacy always runs out of digestive herbs during the festival Stimmt, da seasons. war was. With Lantern right just around the corner, I thought we should get prepared. We came all this way to collect some herbs, and we've picked quite the assortment. We'll be on our way back to the pharmacy once the herbs are sorted. I certainly didn't expect to see the Yuhong all the way out here. I have some business to attend to here. Ah, I see. It's nearly time to celebrate Lantern Rite, and you're still running errands. I appreciate the sentiment, Dr. Baiju. I'm just doing my job. Keqing and the Traveler are very busy. And we are busy too. Everyone, keep it up. Danke für die harte Arbeit. Right. Thank you, Chi-Chi. We shouldn't tarry here any longer. Take care, you two. 3. Traveler, let's go find Virgildet. Virgildet war hier unten, ne? Ah, Lady Keqing. What a surprise. Is there anything I can help you with? No, thank you. I'm just wondering if you might know where the Conqueror of Demons is. Oh, we never inquire about Xiao's whereabouts. But if he's here, he would be up on the rooftop terrace. Please feel free to go up and have a look. Für die Info hätten wir jetzt auch nicht sie fragen müssen. Das wussten wir auch so. Dass der meistens da oben irgendwo ist. Noch weiter oben, ne? Ja. He doesn't seem to be here. Perhaps we came at the wrong time. Maybe he's out battling somewhere again. Let's leave the gifts with the owner and ask her to... How can I help? Ach, da ist er doch. Mussten wir ihn nicht einfach nur laut rufen, damit er kommt? War da nicht was? Da hätten wir uns auch die Reise sparen können. Where did you come from? You scared Paimon! War Xiao eben hier? Yes. Hello. I am Keqing, Yuhong of the Liyue Qixing. The Yuhong. Yes. I saw you when we battled Osile. You are fierce with your blade. Anyway, we're here to give you some Lantern Rite presents. See? There's lots of tasty food. Das haben die jetzt alles da hochgeschleppt, gerade in diesem Moment? Das glaube ich aber nicht. Don't waste your delicacies on me. Die Keqing haben es extra für dich vorbereitet. Eradicating demons is my duty. You don't have to thank me. Karma is harmful to the human body, even if you have a stronger constitution than most. You should keep your distance from me when you can afford to. Hey, wait! Are you leaving? Ist das schon wieder brummelig?
Müssen wir ihn wieder zwingen? Come on! Lantern Rite is almost here! Don't you want to take a break? Lass uns zusammen in die Stadt gehen und das Feuerwerk anschauen. Like I said before, I have no liking for crowds. I must remain vigilant of evil attacks, especially during the holidays. I will continue my patrol as usual. Ah, nicht so ernst, Junge. You should also exercise caution. And if there's any danger... Kein Problem, ich werde aufpassen. Good. Ja, gut. And he's gone. Well, Xiao hasn't changed a bit. Wonder if he'll come and watch the fireworks this year, though. Vielleicht. All right, we've completed our visits with all the Adepti. Let's take a break downstairs before we head back into the city. Oh no. What should we do? Oh je, was ist jetzt? Vor allem, wieso bist denn du jetzt hier? Wo kommst denn du her? Huh? Oh, Lady Keqing! Lady Keqing! I'm so glad to see you here. Feng Yi? What's wrong? What are you doing here? Lady Keqing, let me explain. I had rearranged the fireworks layout and expanded the range to Qingsa Village, just like you requested. My people finished setting up the fireworks and we left someone in charge to launch them for the show. But the person we left in charge came back shortly after and reported that all the fireworks in Qingsa Village had been stolen. Weird. I immediately reported the situation to the Millelith and had another batch of fireworks made to be transported to Qingsa Village under escort. However, everyone's short-handed during Lantern Rite. The Millelith are already stretched thin and don't even have enough people to fill their regular patrols. They can't spare anyone to look after the fireworks for us. We don't have many materials left, so if the second batch of fireworks gets stolen as well, we're done for. So, I was thinking to go to Qingsa Village and have a look first. Which is when I bumped into you. Lady Keqing, Okay, what should we deswegen do? ist er denn hier. According to the Ministry of Civil Affairs, the number of guards on patrol has to be doubled and rotated continuously during Lantern Rite. They must perform these extra measures in addition to their standard daily affairs. The only manpower they can muster during the festival would be the emergency response units. But those special units are intended only for backup. There are not many of them and they cannot perform prolonged guard duty. If we wish to make use of them, we'll need to resolve the problem quickly. Maybe we can ask the Adepti for help. This would be a piece of cake for someone like Cloud Retainer or Xiao. That would Naja, only make us look da hat jemand incompetent. das Zeug geklaut. I'll handle this, Peng Yi. Lass uns auch helfen. That's right! We can take care of this together! Thanks, you two. Actually, I have an idea. Let me make some arrangements. Peng Yi, go back to Liyue Harbor and get the fireworks ready. Then meet me in Qingsa Village. Traveler, come with me. Let's ask around to see what happened. Okay. Ja, Kingsdorf. Aber wer klaut denn massenhaft Feuerwerk? Wieso? Oh, how could a whole batch of fireworks just vanish like that? Hello, Granny Roshin. We'd like to know more about the recent fireworks theft. Oh, Lady Keqing, I can hardly believe you came personally to investigate. Kein Problem. It's no trouble at all. Please, tell us what happened. Well, when they brought the fireworks, the children in the village were very excited. They were all gathered round, watching the area for a long time. The workers piled up the fireworks and said they would go confirm the locations to set them off. That's when they left the village. Oh, now let me remember.
Ah, yes. I recall that they left the fireworks in an open area just next to a house down the old road. But the very next day, all the fireworks were nowhere to be seen. The person in charge of the fireworks was so anxious that they went straight back to the city to find a solution. Oh, the villagers here are worried too. The fireworks missing can only mean that there are thieves about. There are elderly and kids in the village, you know? Das waren wahrscheinlich die Tanuki oder so. Ach nee, die sind ja in Inazuma, die sind ja gar nicht in Lie. Although the Millilith are stationed here, no one dares to go out anymore. Nur weil jemand das Feuerwehr geklaut hat. I understand. Please help reassure the people in the village and tell them everything's going to be fine with the Millilith standing guard. Traveler, let's go investigate the place where the fireworks were stolen. Okay. Vorne irgendwo wurde es angeblich abgestellt. Dann gucken wir mal. Wer klaut denn Feuerwerk? This is the place. The fireworks were stolen here. The thieves must think there are mostly elderly and children living in Chinksa village, all too weak to defend themselves. Otherwise, they would never dare commit such a blatant crime. This is absolutely awful. We cannot let such a matter go unpunished. Let's see if we can find any clues here before we plan our next step. Suche nach Hinweisen. Oh. Ne? Achso, da hinten ist ein Umkreis. Ich wollte gerade sagen, es ist ja einfach nach Hinweisen zu suchen, wenn es einem gezeigt wird. Aber da gibt es auch schon was zu sehen hier. Okay. Are these footprints? Ja. Let's see where they lead. Da sehe ich schon was. Noch mehr Fußspuren. Footprints continue here. Let's keep following them. Das können ja nur die Diebe gewesen sein und nicht etwa irgendein Dorfbewohner. Fußspuren im Matsch, sehr verdächtig. Footprints continue here. Let's keep following them. Ach so, jetzt ist das da hinten so ein ganz kleiner I ride on wind and cloud alike. Wie ich diese Truhe bekomme, habe ich bis heute nicht rausgefunden. Da ist, hier muss man sich da irgendwie draufstellen wahrscheinlich. Oder? Aber das ist, steht ja unter Wasser. Ich weiß, dass die Charaktere unterschiedlich hoch sind und manche können in tieferen Wasser stehen als andere. Aber ich glaube nicht, dass das hier jetzt einen Unterschied machen würde. Könnt ihr ja mal probieren. Wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, er ist eigentlich der größte Charakter erstmal von denen, die ich so habe. Aber ich glaube, der wird hier auch nicht stehen können, oder? Nee, der schwimmt auch. Wie auch immer, keine Ahnung. My demon expelling mantra is... Keine Ahnung. Sir, please. This is all just a big misunderstanding. Mhm, du siehst auch überhaupt nicht verdächtig aus. A misunderstanding, you say? If so, then tell me, why are you hiding here? Please, good sir. This really is just a misunderstanding. I would never dream of getting anywhere near the Feiyun Commerce Guild shipment. Something's happening over there. Let's go have a look. Oh, the Feiyun Commerce Guild? It must be... Please, save your breath.
Restrain this fellow. Tightly now. We mustn't let him get away. Yes, young master. I was sure it was an evil spirit. Turns out it's the treasure hoarders again. Xingqiu and Changyun! Hello! Was macht ihr? Well, hello, dear traveler. Our fates cross once again. What brings you here? Excuse me. Please, tell me what is happening. Ah, yes. Allow me to explain. It so happens that every year during the Lantern Rite, the Feiyun Commerce Guild transports supplies to various villages outside of Liyue Harbor. Family rules stipulate that the supplies must be personally escorted by a family member. Because my older brother went last year, the duties have fallen to me this time around. Oh, so what's Changyun doing here? Changyun happened to be visiting, so I cordially invited him to join us for the journey. Oh, I see. But why did Changyun say he thought there was an evil spirit? I see that you are not familiar with the story of old. It is said that fireworks were once called firecrackers and were used to ward off evil spirits and the like. Ja, sowas Ähnliches haben wir schon mal gelernt heute. In ancient times, Liyue was plagued by evil spirits. As people gathered together to celebrate the annual festival, the yang energy would intensify, and evil spirits were thus attracted to the fringes of the city by the strong scent. Liyue Harbor was under the gracious protection of Rex Lapis, so the spirits dared not enter the city. However, they still lingered near the city gates and pestered the passers-by. In order to drive the spirits away, people made firecrackers and lit them near the city gates. The flashes of light and loud noise successfully drove the spirits whence they came. This festival is now known as the Lantern Rite. It was my intention to travel around to see if there are any malicious spirits lying in wait for passers-by. Since I happened to have a shipment of goods to deliver, and our course was through the mountains, I naturally thought it best to have my thaumaturge friend traveling alongside me. Xingqiu said he learned the story about evil spirits from an ancient text. The text vividly describes the appearance and even the whereabouts of the spirits. Xingqiu veräppelt Changyun doch. Anyway, when we arrived at the area, Changyun sensed an ambush about to take place. Upon searching the area, we found a group of treasure hoarders. They tried to flee the moment we were upon them. Fortunately, I was swift enough to catch one of them. Your timing couldn't have been more fortunate. We were just preparing to send them to the Ministry of Civil Affairs. He insists the matter is merely a misunderstanding, but things seem quite clear as I see it. Good sir, just hear me out. Everyone knows the Feiyun Commerce Guild. Had we known it was your merchant caravan, we never would have dared to attack. The master of the Feiyun Commerce Guild is famous for his generosity and noble deeds, a true hero of the people. So, you see, this is nothing but a big misunderstanding. We didn't want any trouble with the guild. What you mean to say is that you were targeting someone else then? Well, who was it? Well, just trust me. We were definitely not trying to steal your goods. Please believe me. Master Xingqiu, I would like to borrow a few of your staff to escort the thief to the Ministry of Civil Affairs. As for the bounty, we will pay you afterward. It is my humble duty to uphold justice. No remuneration shall be necessary. Come then. See that this thief is taken to the Ministry of Civil Affairs. Yes, young master, leave it to us. You heard him. Take this man over there and make sure he's secured. Tie each of his fingers separately if you have to. He's not gonna pull anything under our watch. Wait a second. Please also deliver this message to the Ministry of Civil Affairs. It's very likely that this thief is related to the recent fireworks theft in Qingce village. Make sure they have someone question him thoroughly. Na, ob das so einfach ist? So the plot thickens. Is your task clear? We mustn't disappoint the Yuang. Yes, young master, I understand. We'll be on our way. I've heard many good things about you, Master Xingqiu. Thank you for your assistance. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. Everyone, my intuition tells me that there could be more than one group of treasure hoarders in this area. More than one group? Oh, you've got quite a keen eye too, Chong. During our search, I found scattered sets of footprints differing from those on the road. There may still be other treasure hoarders waiting to ambush passers-by.
When I was chasing the treasure hoarders earlier, I noticed that they were nearly unarmed and very few in numbers. If they truly intended to ambush the Feiyun Commerce Guild, they must have overestimated themselves. If you ask me, they didn't seem to be staging an ambush, but rather it appeared as if they were waiting for someone. It appears they may be the thief's accomplices. They were probably hiding here to wait for the stolen goods. What exactly are the stolen goods, if I... Taking advantage of the elderly and children. What a loathsome group of criminals. Lady Keqing, don't fret about manpower. Chongyun, let's go lend them a hand in Qingce village, shall we? Yeah, just leave it to us. We can handle a bunch of thieves. Thank you. That will help alleviate the crisis in Qingce village. Unfortunately, the footprints we were following end here. I don't know where we should go next. It seems we were only a moment away from catching all the treasure hoarders. Auszulöschen. Was verwenden die für die Übersetzung für harte Wörter, ey? Keqing. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Thank you. Master Xingqiu, I'll leave Qingce village under your watch. Most assuredly, Lady Keqing. It's fortunate our paths crossed with those two. Ja, es ist gut, Hilfe zu haben. It's so cool to fight for justice! The thieves who stole the fireworks haven't revealed themselves yet. I'll go have a look around. Traveler, please go take a rest in Qingce village. I've troubled you enough already. I can handle the rest of this matter myself. Keqing, are you planning to look for clues all by yourself? Somehow that doesn't sound like a very good idea. Oh, wait! You're in the Liyue Qixing. Why don't you ask some of your subordinates to help? At least it'll be safer than investigating on your own. Da hat Paimon ganz recht. Yes, I agree, but we are short-handed at the moment. I can handle these trivial matters myself. The fireworks that were transported to Qingce village were quite bulky. They couldn't have gone far. Way I see it, if they were clever enough, they would conceal the stolen goods somewhere and then come pick them up later. All I have to do is find out where they hid the fireworks and then return to the location with reinforcements. Don't worry. I am not reckless, and I won't carelessly alert the thieves. You can certainly trust me by now. Well, when you put it that way... It's settled then. Traveler, Paimon, please go get some rest. I'll go find you in Qingce village when I'm done. Na, das eine gute Idee ist. Okay, das war jetzt der zweite Teil. So, der dritte geht auch noch. Okay. Sind schon alle freigeschaltet? Na denn. Dann können wir jetzt wieder Feuerwerk basteln. Lass uns Feuerwerk basteln. Ja! Kalte Blüten leuchten im Winterschnee. Das Feuerwerk verzaubert alle unter dem Schneehimmel. 3600 müssen wir hier erreichen. Uiuiui. Okay. Ab dafür. Wie muss ich starten? Wie war es noch gleich? Wie können wir es starten? Minimieren? Aufklappen? Ach ja, stimmt. Ich weiß es wieder. Ich und mein Gedächtnis. So. Wir müssen ja hier dieses Feuerwerksrohr aufstellen. So. Und jetzt können wir hier Schmelztechniken. Die Qualität des Merkmals wird sich 3 bis 6 Mal ein bisschen verbessern. Aha. Die Qualität dieses Merkmals steigt mittelgradig bis stark an und während eines einzelnen erhalten auch die beiden angrenzenden Artikel eine mittelgradige bis starke Qualitätssteigerung. Ach, jetzt haben wir hier neue Sachen dabei. Was ist denn das? Dichte. Und wenn ich da jetzt steigere, kriegen Höhe und Farbe auch. Ja, machen wir jetzt mal so. Können wir nochmal machen. So. Und jetzt mittelgradig.
Ja, wird knapp, ne? Oh, oh, das war zu viel. Und jetzt noch zweimal wenig. Reicht das? Müsste reichen, ne? Oh. Sieht doch ganz gut aus, oder? Wir sind bei der Dichte ein bisschen drüber und bei der Größe ein bisschen drüber. Nee, gar nicht. Bei der Dichte sind wir sogar voll drin. Sind bei der Größe ein bisschen drüber. Ja, ist aber so eigentlich ganz gut, ne? Jawohl! Nice! So will ich das sehen hier. So. Genau. Kriegen wir wieder alles. Sehr schön. Dann machen wir das auch noch. Ach so, Teil 3 ist jetzt freigeschaltet, genau. Und danach haben wir genug Urgestein, um 10-mal zu ziehen, glaube ich. Das müsste doch eigentlich passen. So. Hier haben wir 130 Ausdauer. Wenn wir die Farbe stark erhöhen, erhöhen wir auch die Dichte, aber die Größe kriegt ziemlich viel dann ab, fürchte ich. Was haben wir denn noch? Die Feuer wird moderat erhöht. Die Feuerkraft der Schmelze wird moderat verringert. Ah. Qualität dieses Menschen steigt mittelgradig bis stark an und während einer einzelnen Schmelze erhalten auch die beiden angrenzenden Artikel eine mittelgradige bis starke Qualität. Eine starke brauche ich nicht. Nee. Abbrechen. Jetzt müssen wir mittelgradig vielleicht die Größe erhöhen. Oh, das war schon zu viel. Mist. Oh, die Höhe müssen wir aber stark erhöhen. Moderat. 3 bis 6 Mal ein bisschen. Erheblich. Nee. Ausdauer unzureichend. Wie viel brauchen wir denn da? Warte. 10. Ach Gottchen. Okay, dann müssen wir jetzt hier moderat erhöhen. Und zwar braucht die Dichte noch... Nee, hier die Dichte. Das ist moderat erhöhen? Das ist ja nix. Okay. Wie viel kriegen wir da jetzt für? Passt das so? Ja, 3,6 müssen wir erreichen. Gut, fürs Urgestein reicht es erstmal. Ach komm, ich will es nochmal versuchen. So, nochmal das hier. Und zwar die Farbe. Die Größe ist halt muss sehr niedrig sein. Aber wir nehmen jetzt hier... Was haben wir denn da? Leicht verbessert und die Wahrscheinlichkeit, dass die wundersame Wirksamkeit eintritt, wird erhöht. Die Feuerkraft der Schmelze wird moderat erhöht. Ach so, die Feuerkraft wird moderat erhöht. Ah. Und die Qualität ist was anderes. Jetzt versuchen wir das hier mal. Ach gut, da haben wir die Größe eigentlich ziemlich gut getroffen. Erheblich. Das war zu viel. Das war zu viel.
sieht aber schon besser aus, ne? Und jetzt, was auch immer das, die Feuerkraft wird erhöht. Immer feste drauf damit. Na also. Sieht doch schon besser aus. So. Na also. Ich bin immer knapp bei Mora. Mora kann ich gut brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch Teil 3 machen. Jetzt gucken wir mal, wie es hier mit Urgestein aussieht. Wir können aber noch mal Wilde Mondbraue. Wohlstandstalismane, makellose Talismane. Da haben wir schon genug. So, das sind 160, 320, 480. 3 Ziehungen. Das sind dann insgesamt 7. Ja, vielleicht kommen wir doch nicht auf 10 insgesamt. Mist. Müssen wir mal schauen. So, 8 bis 12 Uhr am nächsten Tag. Haha. Gut. So, 8 bis 12 Uhr zählt anscheinend noch nicht. Also noch eins weiter. Mist. Also am nächsten Tag. So eine Korinthenkackerei hier. Bing! Jetzt? Geht doch. Geht doch. Na, aber wie ich es mir dachte, ne? Das ist schon eine längere Quest hier. Ja, schon vor bald 2 Stunden. Gut, klar, die wird eigentlich nach und nach freigeschaltet. Ich habe ja jetzt hier alles auf einmal. Und danach gucken wir mal, wie es da mit dem Kampf gegen den Drachen ist. Wenn da noch Zeit ist, aber ich denke mal schon. Oh, und ich will noch mal die Schattenspiele da machen. Das hat mir Spaß gemacht. Da hätten sie ruhig mehr von machen können. War schon lange nicht mehr hier. Mal die ganze Pepperoni mitnehmen. Rest assured, all is quiet here in Qingce Village. Chongyun is guarding the outside and I'm guarding the inside. Not a problem in sight. Good. I've made some progress in my investigation as well. Oh? What are you planning? Is it time to strike? Ah, perfekter Zeitpunkt. Let's go! Traveler, Paimon, you are just in time. I looked everywhere and I found some clues regarding the treasure hoarders. Besides wagon tracks, I also came across bits and pieces of fireworks packaging scattered on the road. Following those clues, I was able to finally locate the missing fireworks. But there was no sign of treasure hoarders. Sind sie weggelaufen? No, I think they might be just overly careless. I seem to have found the location where they've been stashing all their stolen goods. They must have thought it was well hidden and deemed it unnecessary to post any guards. The amount of fireworks they've amassed there is astonishing. Not only did they steal the ones in Qingce Village, but also from other locations too. They've gathered all the stolen goods there. Na toll. Jetzt müssen wir den Kram nicht nur von denen wieder beschaffen, wir müssen ihn auch noch überall wieder aufstellen. Super. I've asked the Millilith on guard at Qingce Village to report this to the Ministry of Civil Affairs. They will organize a search around that warehouse. Now that the Millilith is involved, you don't need to handle this yourself anymore. The treasure hoarders are notoriously cunning, and they may even have lookouts.
If they notice anything suspicious, they will move the fireworks and our single lead will be lost. I have to keep an eye on the situation. You're not really thinking that you can take all of them yourself, are you? No, I am not that reckless. I just want to investigate the case thoroughly. But now that I have your help, the idea is feasible. So you really are considering it? Es sind nur Schatzräuber. Okay, then there's no time to lose. Let's go. Though they are merely a group of Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht mit dir reden, aber schon gut. So. Hier ist doch sicher auch noch irgendwo was. Nee, wo war's denn? Ah, da auch. Aber das ist nur Essen. Oh, tell another one, Uncle Gast. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Ah, wir müssen da... Ah, ja, ist eine ganz andere Ecke, als ich dachte. Okay, passt schon. Gehen jetzt erstmal darüber. Wo müssen wir hin? Oh, das ist ein gutes Stück. Na dann. Müssen wir da irgendwie hoch? Sieht so aus, was? Ah ja, gut. Bei der Gelegenheit können wir ein bisschen Bambus sammeln. Ist jetzt hier nicht so wichtig, aber ich habe nicht so viel Bambus für meine Kanne. Wie viel kommt denn da raus? Das ist ja eine Menge. Body and mind. Weil Bambus braucht man immer mal wieder für Möbel im Kannenreich. Wo ich das hier so gerade vor der Nase habe. Will ich das mal mitnehmen. Da kommt ziemlich viel raus. Aus den normalen Bäumen kommen, glaube ich, immer nur 3 oder so raus. Wie kommt denn jetzt aus einem raus? 1, 2, 3. Ne, jetzt sind es nur 3. Ha. Jetzt hänge ich fest. Und hier, Moment. 1, 2, 3. Das war's. Doch nur 3. Okay. Naja, gut. Nicht zu lange aufhalten lassen. Aber es ist immer gut, wenn man noch ein bisschen Material dazu kriegt. Dem ist mein Schwert egal, dem Baum. Naja. Diese Gruppe von Schatzräubern sollte versuchen, zurückzukommen, um sich das Feuerwerk anzusehen. Please hide yourselves. Let's wait and see what happens. Warum sollte man... Hey, boss. You think we have enough fireworks now? Are you kidding? This ain't nowhere near enough. Was hat der vor? But boss, if we want more fireworks, we're gonna have to steal them in the city. You got a point. All right. Then we steal those things that make a real loud bang but don't light up real pretty. What do they call them? Ah, yeah, firecrackers. Those'll do the job. All we need to do is make some real ruckus. As long as we distract the Millilith, the other hoarders can do their end of the job. You get it? Got it, boss. I gotta hand it to you. We're gonna hit the jackpot this time. But, boss, all our boys are out scouting around. Don't you think we need a few more to guard the stash? Hey, don't worry about it. The Millilith are swamped with Laternenrite. They won't have time to come out here. All right, move it, boys. Just a few more batches and we'll be... Uh-oh. Hey, boss, we got trouble. Huh? What happened?
The jig is up, boss. The Millilith are coming, and it seems they've already caught our scouts. Surprise, surprise! Würde auch niemand merken, wenn plötzlich alles Feuerwerk weg If one ist, of the ne? boys hadn't set off a firework to warn us, we would have been completely blindsided. Boss, let's run! But how did the Millilith find out about us? And so quickly, too! Ja, wie konnten sie es nur rausfinden, wenn man mitten am Tag Feuerwerk da mitten vom großen Platz klaut? Wer hätte damit rechnen können? Ah, fine. Leave the fireworks and let's split. They won't be catching us. It's time to make our move. Ready? Gut. Let's go! Auf die Schnüss, das kann ich. Drop your weapons and surrender immediately. Ah, get out of my way. You're gonna death Der wish or brennt ja something? schon. I'll show you. Wait a second. You're Lady Keqing. You. So you do recognize me then. I'll say it one more time. Drop your weapon and surrender. Now! Who would have thought we'd run into the Yuhong all the way out here? All right, Hoarders. Looks like the Yuhong wants to play. We'll show you. Get him! Easy. All right, so you want to do this the hard way. We surrender, Yuhong. Now, I want some answers. What were you planning to do with the stockpile of fireworks? We just... Ja. Tell the truth, and I might go easy on you. We were gonna smuggle these fireworks into the city and ignite them during the Lantern Rite's opening ceremony. The fireworks are really bright and loud and would definitely raise some havoc. We were gonna rob the city while everyone's distracted by the explosions. But, we didn't seem to have enough fireworks, so... Oh? So you mean you had more than one group of thieves stealing fireworks? Toll, jetzt müssen wir alles wieder verteilen. Yeah, that's right. Originally, I had all the hoarders out stealing fireworks, but then one of them got caught by the Feiyun Commerce Guild and was arrested. I really didn't get it. Why did the Feiyun Commerce Guild get involved? We were only stealing from the government. No, what I meant is, well, I was worried that the guy who got arrested would rat us out. Who would have guessed we'd end up running into you like that? Hey, didn't one of you just say that the Millilith were coming too? Yeah, that's right. I wonder how the Millilith even found out we had dispatched scouts. They somehow captured almost all of them. If someone hadn't alerted us, we would have all been caught. Well, you did get caught. Well, It appears that the Millilith managed to get the captured treasure hoarder to talk. There may still be other treasure hoarders in the area. We should head elsewhere just to be safe. Traveler, please escort the treasure hoarders back to Qingce Village and hand them over to the Millilith stationed there. I'll be there once I am finished inspecting this place. Bitte sei vorsichtig. Yes, you too. I'll see you in Qingce Village. Und wieder zurück. Gutes Stück. Besser teleportieren. Oh, bringt uns nicht viel. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Pepperoni oder so. Oder auch nicht. Oder ein Wildschwein, das uns umrennt. Passt schon. Ha, hat uns nicht erwischt. This is the last batch of fireworks that I can get. Please ensure that there will be no further problems. Don't worry. The Yuhong will be taking care of this personally. And with us on guard, I assure you it'll be safe. Yes, indeed. Oh, it appears the traveler has returned. Naja. And with 2 others, no doubt. It's definitely dangerous to infiltrate an enemy area like that. If only I was there to fight alongside you. Come now, we both know the traveler is most capable. But who would have known we performed such a noble deed? Der Witz We ist, had hat ja arrested the treasure mitgekämpft. hoarder earlier by mere happenstance. Yeah, talk about a coincidence.
It seems that justice always finds its way into the world. It is in fateful moments that miracles are born. So it was you! You horrible brutes are the ones who stole the fireworks? Just the sight of you two makes my blood boil. Please, calm down. I doubt they'll be causing any more trouble now that they're in custody. Thank you very much, Traveler. But may I ask, why has Lady Keqing not returned? Lady Keqing was worried there'd be more treasure hoarders lurking about. She wanted to conduct a full search of the area. Oh, I see. Yes, Lady Keqing is quite thorough. A squad of Millilith came by just now. I believe they were sent by the Ministry of Civil Affairs. I also heard that most of the fleeing treasure hoarders have already been apprehended. Anyway, you may leave these treasure hoarders to us. I will escort them back to the city and make sure they stand trial with the others. And thus, our chapter has finally reached its timely conclusion. I am partial to fireworks myself, but I'm afraid we must also be leaving now. Huh? Why the hurry to get back to the Feiyun Commerce Guild? Oh, don't tell us you have work to do too! So viel zu tun. Inevitably, affairs do become busier around festive seasons. But no need to worry. We have many attendants to assist us. And there's always Chongyun, too. Huh? You mean you're assigning more work to me? Ich dachte, er wäre zum Helfen gekommen. It is only my duty as your dearest friend. Work before play, as they say. I'm sure you understand. Oh, all right. As the saying goes, many hands make light work. As long as work is assigned to the right people, everything will proceed without a hitch. If you ask me, I think speaking eloquently is just a guise for assigning work to everybody else. All right, all right. I shall treat you to a meal after the work is done. Farewell, traveler. By the way, do you know when Lady Keqing will be back, Traveler? Ich glaube, die hat nichts gesagt. There are not many fireworks in the second batch that I brought, so I'm worried that we can't achieve the show's desired effect. I was hoping we could somehow retrieve the stolen fireworks. Ja, wäre schon schön. Huh? Hey! Did you hear that explosion? Maybe it was fireworks. Or maybe more treasure hoarders! Es kommt aus Keqings Richtung. Oh no! Maybe she ran into trouble! Let's go and help her! Oh, 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 oh. Aber ganz schnell. Ach, wieder da hoch. Menno. Dann wenigstens lädt es nicht so lange, wenn es halbwegs in der Nähe ist. Müssen wir wieder hier hochklettern, ne? Ja. Okay. Kann ich jetzt wieder? Ne, das ist erstmal abgeerntet. Okay. So, was ist denn hier los? Keqing, wir kommen! Oops. What did I do? Was habe ich gemacht? Feuerwerk! Hey! Keqing! Wo sind die Schatzräuber? Uh-huh. What treasure hoarders? We heard an explosion and thought it might be treasure hoarders sending signals to one another again. I see. Sorry, that's not the case. I saw a few sticks of fireworks on the ground, so I fiddled with them and... Sure enough, it Das hätte dich auch eine Hand kosten können. I accidentally lit the fuse. Before I could react, the fireworks were... already up in the air. So ist das also. So no enemies? Whew. Well, that's good. We thought you might have been surrounded by bad guys. I apologize. I didn't mean to alarm you. Fortunately, there are no more treasure hoarders in the area. It seems this matter has finally come to an end. Great! The case of the stolen fireworks is finally solved. Good thing we were able to get to the bottom of it. Otherwise, those beautiful fireworks would have gone to waste, and the whole show would be ruined. So ist es. By the way, Keqing, you're the one in charge of the fireworks show, which means you know the best viewing spot, right? Yes, of course. The best view should be from the Jade Chamber.
Stimmt, das ist sehr naheliegend. In der Tat. I haven't forgotten my promise. But first, I have to drop by the Ministry of Civil Affairs and close this case. Leave the rest of this to me. You've already been a great help. Why don't you go for a walk around the city and I'll meet you when I'm done? Okay, but we'll be waiting for you. Yes, I'll... Keqing really is super busy. I'll meet you when I am done. How many times have we heard that already? Das stimmt irgendwie. Now Paimon gets why Lady Ningguang is so worried about Keqing. If she keeps working like this, she really will miss the lantern rite. Suchen wir nach Zhongli. Oh, yeah! We said we would meet him! And we've even collected a few opinions about taking a rest from work. Zhongli said he'd wait for us at third round knockout. Let's go find him! Und jetzt, erfinden wir eine Geschichte, oder wie? Um Keqing zu überzeugen. Okay. Na, lass doch los. Map. So. So. Ach Gott, geht schon los. Hey, is that who Paimon thinks it is? Ach, guck mal. Yes, you are quite right. I shall take your wise words to heart, sir. They will certainly be most helpful in my next performance. You are welcome, Miss Yun. Your willingness to hear suggestions is indeed impressive. It's no wonder your opera performance has only been getting better. No, I'm afraid that's not always the case. Though I am still young, I can be quite arrogant at times. I do not always accept advice so readily. Zhongli, we're back! Ah, you've returned. Hmm? You are also acquaintances? Yes, we sure are! Ja, wir kennen uns. Und woher kennt ihr euch? Not everyone gets the privilege of meeting someone so knowledgeable and discreet as Mr. Zhongli. You are indeed well connected, traveler. I am flattered, Miss Yun. It is an honor for an ordinary person like myself to have met the traveler. Wow. Did he really just say that? Wir dürfen ihn nicht enttarnen. I'm sure you must have matters to discuss. I have an appointment with Xinyan, so if you'll excuse me, I'll take my leave. Very well. Goodbye, Miss Yun. See you around, Yunjin! So, tell me, what have you learned from your trip? Wir haben Menschen nach ihrer Meinung gefragt. I see. Well, traveler, what do you make of all their opinions? Ich denke, man kann daraus eine Geschichte machen. Yeah, Paimon already started creating her own story on the way here. The goal is to convince Keqing to rest more with just a simple story, right? If that's the case, then Paimon thinks we can use food as our theme. Was auch sonst, wenn ich essen, meine liebe Paimon. Think about it. Who doesn't like delicious food? And when it comes to eating, everyone has an opinion. It's the perfect angle for our story. Eine Weisheit, die ausschließlich Paimon gehört. Paimon knows just what to write. Let's say there's a chef in Liyue who's very talented at cooking. Wer könnte das nur sein? He opens a massive restaurant in Liyue Harbor and lots of customers come every day, so he's always super busy. Ja, wer könnte das sein? Then, how should the story go from there? Ach so, wir denken uns eine Geschichte aus. Ich dachte, sie redet von Xiangling. Seine Kochkünste werden immer schlechter. Ooh, that's good. Ah. But wait, didn't we say he's really good at cooking?
That wouldn't make sense. Ja, hast du das nicht alles schon gesagt? There's Dieser no Blick. need to jump to the conclusion. Why don't you elaborate more on the chef? More about the chef. You mean both good and bad things? Yes. To gain one's empathy, there must be familiarity. I would like to understand this chef character of ours a little deeper. Paimon didn't think this far. Ja, Why don't you take it from here? Jetzt soll ich das machen. Since you've spoken with others familiar with Keqing, why don't we integrate their thoughts into your story? That will allow it to become all the more convincing. Okay. Let Paimon think. What did Cloud Retainer say? As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. That was quite poetic, Paimon. Oh, now Paimon remembers? Cloud Retainer said that if she spends all her efforts working on a machine with no time to test the outcome, Wo sie recht hat, ne? then she'd be like a chef who doesn't get to try their own food. Problems are bound to pop up. Yes, it is most unwise to put the cart before the horse. Den Spruch hatten wir heute auch schon. That's exactly what she said. So, let's make that happen to the chef in the story. He's great at cooking, but he can't enjoy his own food. But there must be a reason why he doesn't partake in the delicacies he makes. Right! It's because he's super busy. He receives the customers, he takes the orders, and he does all the cooking himself. Das klingt nach Stress. That should keep him busy enough. He's so busy every day that he doesn't even have time to take a break, which obviously also means he doesn't have time to eat. Es ist schon ein bisschen unglaubwürdig, nicht wahr? Hey, it's just a story. Besides, it's supposed to leave a powerful impression. Kinda like fireworks. Yes, the chef is unwilling to delegate tasks to others. He's overconfident about his own cooking abilities and tries to accomplish everything on his own. Paimon already kind of feels sorry for him. Zusammen sind wir stark. Oh, right! That's what the chef doesn't understand. And there's another saying. What was it again? Oh, yeah! A rested worker is an efficient worker. That's what Yamfe said. So, the chef gets busier and busier to the point where he can't stand up straight anymore, and he has big, dark circles under his eyes. The customers tell him to take a few days off to get some rest. But the chef won't listen. Das ist so eine typische Paimon-Story, Leute. His judgment is clouded by the chores before him. He is oblivious to mountains in the distance. Eventually, the chef falls ill, and his cooking becomes far worse than when he started. The customers can't convince him to rest, and they don't like his cooking anymore. So they stop coming to his restaurant. Was für eine ernste Konsequenz, wenn man sich nicht ausruht. Rest is always of great importance. Although we may come across various difficulties in our lives, pushing ourselves is never a good modus operandi. The story is quite simple, without embellishment, yet deeply meaningful. If our listener is sensible, then she should quickly grasp the meaning contained within. You're saying Paimon made a good story? Oh, Wunder, oh Wunder. Sincerity can allow one to see clearly, and earnest advice can provide sound direction. The Yuhang is an adroit leader. I am certain she will understand the message you are trying to convey. Really? Score 1 for Paimon! Given that the case involving the treasure hoarders has come to an end, she is inevitably tired. Now, if all goes well, I think your story will be a success. Hear that? Zhang Li says Paimon's story has what it takes. If anyone knows a good story, he does. Quick, let's go find Keqing.
Doch ein ganzes Stück? Naja gut, immer geradeaus. Das packen wir schon. The matter has finally come to an end, but we mustn't lower our guard. Increase patrols around Qingce village and coordinate our people at other fireworks locations to prevent any further theft. Yes, Lady Keqing. And by the way, the Ministry has requested the Millilith to increase security along travel routes. How is that proceeding? It's all been taken care of. However, due to various reasons, there are still some blind spots in the city. Have we drafted a new patrol map? Please, give me a copy and I'll look it over when I have time. Wenn du Zeit hast. Understood. The patrol map is still being drafted, but it will be ready soon. Okay. Also, Oh, excuse me, Lady Keqing? Your friends are here. Hi, Keqing. Still working? Aren't we going to see the fireworks? Oh, yes. But I thought we'd meet at the Jade Chamber. Why have you come here? Du hast doch gesagt, wir sollen rumlaufen. Yeah, we walked around the city just like you told us to. It's very nice. But it would be even nicer if you could join us. Do you still have work to do? It's nothing urgent, really. Just some trivial matters. But I wish to get it done as soon as possible. You can leave it to us, Lady Keqing. You've been working hard for a long time, so you should get some rest. If I'm not mistaken, the Traveler is here to remind you to take a break. Ey, woher weißt du das? Ja, es gibt etwas zu erzählen. That's right! Something so important that we must speak with you personally. Right now! Oh, Jetzt! really? Sofort! In that case... Auf der Stelle! Jingcheng, I'll let you take charge. Thank you. Understood. I'll handle things from here. Traveler and Paimon, let's go to the Jade Chamber. The view there is nicer and it's much more private. Well, Ach, so schnell here geht we das. are. What was it you wanted to talk about? Wir haben hier eine Geschichte. Yeah, we want to tell you a story from this beautiful view. What do you say? All right, I'm listening. So it turns out we just heard some big news in Teyvat. A very talented chef is in trouble. Oh, is the chef from Liyue? From Liuli Pavilion or Shinua Kiosk, perhaps? No, the chef is from Mondstadt. Yeah, and he's really good. He had a restaurant right next to the city gate. He was super efficient, and his cooking was really delicious. So his restaurant had been getting more and more popular. In fact, he became so busy that the worker from the florist next door asked him, "Sir, why don't you find someone to help you in the restaurant?" But the chef brushed the idea aside, saying that he's the only one that can turn top-quality ingredients into world-class dishes. No one could help him. Well, confidence is an essential trait for a good chef. He must be an excellent cook. That's what everyone was saying. But surprisingly, after just 6 months, no one would dine in his restaurant anymore. Shocking, right? Do you have any guess why? Maybe the chef had fallen ill, or... Wrong answer! You tell her, Traveler. Was? Er ist zu stur. Yep, it's because the chef was too stubborn. He would keep himself busy every day and try to make the most delicious dishes for all his guests. But he forgot that he's only human and needs time to eat and rest. He was so busy that he didn't even have time to eat and couldn't even taste his own cooking. Ah, hallo Captain Fluffy. Na, alles fit?
He was unwilling to seek help, even when he's tired, because he thought he's the only one capable of cooking the best dishes. Eventually, the people around him felt like they couldn't help him anyway, so they just left. And because he had forgotten the original taste of his dishes, he was no longer a good chef. Sehr müde und mittelmäßiger Tag. Naja, Hauptsache gesund, ne? Füße hochlegen, zuschauen, genießen. In the end, his restaurant had no choice but to close for Hier geht's good. gerade darum, dass man Pause machen soll. Oh. Wirtschaftsmathe-Klausur. Ach du meine Güte. I see. He's overly confident, which disappoints the people around him, and he's so impatient that he ends up losing sight of his original purpose. Und es ist nicht so gut gelaufen, oder wie? Ach, wird schon, wird schon. So, that's the whole story? Oh, yep, that's the whole thing. Bitte nicht drüber lachen. Hey, didn't you just say that Paimon made a great story? Did you come up with that story? Nein, nein. Nee, nee, die ist total real. No, we just, Man braucht zwar nur 12 Punkte von 90, aber es gibt keine Folgefehler oder es gibt Folgefehler. Und ich weiß, dass ich einen Vorzeichenfehler habe bei den Aufgaben, die ich gerechnet habe. Es gibt keine Folgefehler. Okay, na immerhin. Ah, das ist immer ärgerlich. Das habe ich bei Mathe-Klausuren auch immer gehasst. Wenn du dann so dich totgerechnet hast und denkst so, das geht nicht auf. Das geht verdammt nochmal nicht auf. Und hinterher erfährst du, ja shit, das eine Vorzeichen. Kenn ich. How should I describe it? The story is very simple, and I suppose the ending isn't really surprising. Think before you act and don't overexert yourself. Of course, I understand these concepts in theory, but when tasks come to me personally, it is easy to lose sight of the bigger picture. Das nennt man geblendet, nicht wahr? Yes. Up in the mountains, we can see the mist in the clouds. Out in the ocean, we can see fog on the sea. That's why, from time to time, we need to examine where we are, remove the fog, and feel our heart. So, how do you feel now, Keqing? How do I feel? Deep down inside, I wish I could slow down time. That way, I could finally take the opportunity to walk around the city, see the people I wish to see, and watch the fireworks. Das ist jetzt 10 Minuten vor Abgabe aufgefallen. Oh, das ist bitter. Da kriegt man plötzlich Panik, oder? Bei einer Kostenfunktion, die positiv sein muss, kam minus 10.000. Okay, minus 10.000 raus. Mist, falsch abgeleitet. Ah, 10 Minuten vor Abgabe ist immer richtig fies. Das ist fast noch fieser, als es abzugeben und es dann zu merken. Weil dann kriegt man so diesen Panikmoment, oder? Thinking back, I used to be even more impatient. My colleagues would resign after just 3 months of working with me. You're completely right. It's important to know your boundaries. But I am getting better. You can tell, can't you? And I did make a promise with you, didn't I? We agreed to enjoy the fireworks show together this year. Ja, Feuerwerk. So... Panik nicht, ist ärgerlich, aber dieses Semester ist Freiversuch. Jede 5 wird direkt gestrichen. Na, immerhin. Wäre schöner gewesen zu bestehen. Ja, klar. Hat man vorher gelernt, hat sich die Mühe gemacht. Gut. Aber ist das jetzt Freiversuch wegen Corona? Wahrscheinlich, ne? Ich meine, da war was. Dass da einige Unis ein bisschen freier sind. Wegen Corona, ja. Genau.
Ja, hab ich schon mitgekriegt, dass da die Unis ein bisschen weniger streng sind dann in dem Fall. Ist aber auch blöde alles gerade. Froh, dass ich es schon hinter mir habe. Happy Lantern Rite, Traveler and Paimon. I'm very happy to be here and enjoy this moment together with you. I've poured all my best effort into this fireworks show. And now that we're here, I sincerely hope you will enjoy it. I feel very fortunate to be right here, enjoying the fireworks and enjoying the view of Liyue Harbor. Keqing, frohes Laternenritual. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. And thank you. Lady Keqing, the item Lady Ningguang prepared for you has arrived. Traveler, wait here for a moment. Don't go anywhere. Huh? Must be something important. Traveler, Paimon? Ningguang had her personal tailor make it for me. Said it's an imported style. Well, do you like it? Wow, it's beautiful! It's time. Traveler, please enjoy the grand finale of this year's Lantern Rite. The fireworks show. Check you out. Looking pretty fancy. Only a true treasure catches the eye of Captain Beidou. Seems I've struck gold with this one. Did you see that? Way over there, a firework that looks just like a pig! So it does. Hey everyone, time to eat. Food's ready. No better way to celebrate. Dr. Baiju, sorry to trouble you again this year. No trouble at all. Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Huh? Happy Lantern Rite!
Ah, wie schön. Da haben sie wieder richtig Arbeit reingesteckt in die Sequenz. Ja, das letzte Semester hieß es, das Semester wird nicht gezählt wegen Corona. Da denkt man natürlich, dass die Klausuren auch nicht gezählt werden. Weil man ja trotzdem Druck kriegt. Ja. Und dann hast du nicht richtig gelernt oder hast du es zu locker angehen lassen, oder? Naja gut, wenn es jetzt eh nicht gezählt wird. Wenn es doof läuft. Wird schon schief gehen, wird schon schief gehen. So. What did you think of this year's fireworks display? Mit falscher Herangehensweise reingegangen. Ja gut, das ist dann blöd. I just hope this festival can be everything that people want it to be. Ich mag es. Really? I hope you're not just saying that to reassure me. I want you to be straight with me if you have any suggestions. Anyway, if you have any time during the festival, take a look around the city. There's a lot to see, but it won't last, so make the most of it. If only I had a little more free time. I'd love to take you around and show you everything we did to make the city look special during the festival. So, da haben wir nämlich jetzt die beiden Kostüme. Das hier einmal von Keqing, das muss man kaufen. Und das von Ningguang können wir jetzt freischalten. Jetzt ja vielleicht. Nee, jetzt vielleicht noch nicht, aber das können wir freischalten. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können vielleicht da den Drachen mal noch austesten. Warum ist mir das jetzt angezeigt worden? Wir haben doch noch gar nicht alles. Aber jetzt dürfen wir es einlösen wahrscheinlich, ja. Sobald wir es durch haben. Eroberungstalismane brauchen wir noch. So. Dann haben wir hier wahrscheinlich wieder, ja, auch noch Feuerwerk. Zuschmieden. Mhm. Kriegen wir eigentlich auch Urgestein als Belohnung beim Aktionshändler? Gibt es da was? Das ist einmal die Feuerwerkdinger. Hier gibt es nur Möbel. Und eine Krone und diverse Anleitungen. Nee, kein Urgestein ansonsten. Aber gut. Dann will ich doch mal wirklich hier den Meeresverteidiger austesten. Ich würde deine Fragen beantworten, aber ich habe das Spiel nie gespielt. Ja, die sind, ja, eher rhetorischer Natur. Ich erwarte selten eine Antwort. So, hier müssen wir, schließt die Herausforderung einmal ab. Da kriegen wir auf jeden Fall nochmal Urgestein. So, dann müssen wir sie noch 3-mal abschließen und 6-mal abschließen. Und dann haben wir alles, was wir an Punkten brauchen. So, und wie viele Punkte brauche ich jetzt hier? Für das 1800 Eroberungstalismane. 1800. Moment. Da muss ich ja... Oh. Da muss ich ja wirklich 6-mal das Vieh besiegen. Juhu. Ich freue mich. Oder kriege ich noch welche extra irgendwie? Einführung. Da. Ja, kannst du an der Herausforderung Meeresverteidiger teilnehmen, um den starken Gegner Beige zu besiegen und die Belohnung der Eroberungstalismane zu erhalten. Beige hat 3 Köpfe, die alle in der Lage sind, extrem gefährliche Stromangriffe auszuführen. Deshalb musst du alle 3 Köpfe besiegen, um endgültig gegen Beige zu gewinnen. Ja gut, den haben wir ja schon mal besiegt beim letzten Mal, ne? Wo ist die Herausforderung? Wir machen das jetzt zumindest einmal. Damit wir reingeschaut haben. Ansonsten mache ich das vielleicht abseits des Streams. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt 6-mal das Vieh hier platt haue. Wen nehmen wir denn am besten mit und wen lassen wir außen vor? Ich würde Zhongli mit reinnehmen. Qingshe, die waren, glaube ich, immun gegen Wasser, aber wir brauchen ihn wegen der Heilung. Ich könnte natürlich auch Bennett stattdessen nehmen. A walk would be nice. Wir nehmen mal Zhongli, damit wir ein bisschen Verteidigung haben. So.
Und dann machen wir noch ein paar Laternenritual-Sachen, würde ich sagen. Einfach weil. Ich will das mit den Schatten machen. Das hat Spaß gemacht. Ich rätselfuchs immer. So. Ah, ich hätte es vielleicht am Rand machen sollen. A touch of frost. This is order. Yeah. Witness the power of Gua. Ah doch, ich mache ihm Schaden. Okay. Alles gut. Oz, reveal thyself. Stabilize. Hey, nicht abhauen. Aua. By royal decree. No, my sword. Stabilize. Shadow Raven, let night fall. Swift and merciful. Ja. Submit for judgment. Das mache ich jetzt nicht hier 6-mal im Stream. Das dauert mir zu lang. Na, wo seid ihr denn? Stabilize. No, my sword. Rain outlines your fate. Stabilize. Let me weave you a verse. Boah, das dauert ja ewig. A touch of frost. Order guide you. Solidify. Ey! Aua! Oz, reveal thyself. No rest for the wicked. Mist! Ah! Na, mach was. Stabilize. Hallo? Jemand zu Hause? Unfair. Swift and merciful. From whence you came. Stabilize. Stabilize. Stunden später. Rain outlines your fate. No, my sword. Gather. Rain cutter. Oops. A touch of frost. By royal decree. Na, erwischen wir ihn? Nee. Gather. Aua, aua, aua. Jo, trink mal einen Tee. Was ist denn für ein Tee?
Was gibt's denn für Tee heute? Und dann eine gute Nacht dir, ne? Oz, reveal thyself. Oh, au! One with my blade. Schwarzer Tee mit Milch. Klassiker. Geht. Wobei Schwarztee vom Schlafen gehen? Könnte ich aber nicht mehr schlafen. Jetzt ist er sauer. Oh, 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 oh. As you wish, mein Fräulein. Gather! Swift and merciful. I will have order. Wenn man fast den ganzen Tag Schwarztee trinkt, merkt man es nicht mehr so. Okay, dann ist man wahrscheinlich weitestgehend immun. Das stimmt allerdings. So, dann haben wir den jetzt einmal gemacht. Okay, es ist der gleiche Boss wie vorher auch schon. Da hat sich nicht viel geändert. Und den müssen wir 6-mal besiegen. Juhu. Wenn es denn sein muss. Wenn es schön macht. I can't wait any. Besiege Based, ohne von ihren Stromangriffen getroffen zu werden. Aha. Bevor sie mehr als 4-mal tauchen kann. Gott, oh Gott. Ja, aber ich muss 6-mal diesen Boss machen. Boah. Boah. Siehe meine Begeisterung. Ich bin froh, dass du wenigstens wieder Energy Drinks wieder merkst. Oh, weia. Ich hatte einen Kommiliton, der hat seinen Tagesbedarf an Flüssigkeit mit Cola gedeckt. Das war auch spannend. Der hat richtig Kopfschmerzen gekriegt, wenn er keine Cola getrunken hat, weil er einfach diesen Koffeinlevel und diesen Zuckerlevel brauchte. Das war auch ziemlich übel, als der versucht hat, auf den Zug zu gehen. Naja, beim 6. Mal kriegst du dann auch 0 Hit hin und unter 4-mal tauchen. Ja, natürlich, absolut. Nee. Nicht mit einem Free-to-Play-Account. Ja, doch, vielleicht auch mit einem Free-to-Play-Account, aber naja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwie die 10 Ziehungen zusammenkriegen. So, wir haben 4 Gebete, da können wir 4-mal ziehen. Und wir bräuchten jetzt 6 mal 160 Urgestein. Da wären wir bei 600, 930. Boah, kriegen wir noch 300 zusammen? Ich glaube nicht. Jetzt ist die Frage, warten wir einfach bis zum nächsten Mal. 12 Tage geht das Banner noch. Hast mal ein Jahr kaum Zucker. Also vielleicht 300 Milliliter Cola pro Woche und einen Schokoriegel. Ja, dadurch fühlt man sich jetzt auch nicht schlecht. Aber wenn man wirklich jeden Tag seinen kompletten Getränkebedarf mit Cola deckt, das kann ich mir schon vorstellen. Da hast du halt einen enormen Zuckerpegel, ne? Cola ist halt mega zuckrig. Und halt das Koffein. Ich habe auch einen ziemlich süßen Zahn. Ist auch viel zu viel Zucker eigentlich.
So, wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Einfach mal hier. So, jetzt ist natürlich die Frage, will ich jetzt die einzelnen Ziehungen machen oder warte ich einfach bis nächste Woche, dann haben wir auch die Urgestein zusammen. Vielleicht. Eventuell. Ja, ich kann auch bis nächste Woche warten. Dann muss ich nicht jede Ziehung einzeln machen. Aber wir gucken mal, was wir hier noch zusammenkriegen vom Laternenritual. Hier sind ja noch andere Sachen, ja, die wir machen können. So. Ich möchte die Schattenspiele machen. Die haben mir Spaß gemacht. Aber da kriege ich kein Urgestein für. Also lohnt es sich gerade nicht so, ne? Nee. Gibt es kein Urgestein? Doch, hier gibt es Urgestein. Für Teil 2 gibt es noch Urgestein. Ja, dann auf. Muss ich da hin? Ja, ich muss hin teleportieren. So. Dann machen wir doch vor allem Part 2, weil wir das Urgestein brauchen. So. Gesamtes Bild, Komponente 2. Oh! Oh! Das ist ja fies. Okay. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Oh, das Symbol kennen wir doch, oder? Ist das nicht einfach das... Ist das so? Anscheinend nicht. Jetzt sind wir ganz falsch. Unten den Fortschrittsbalken, den muss man im Blick behalten. Aber es sieht doch so ein bisschen aus wie eins von den Elementarsymbolen, oder? Na? Hä? Gerade war doch... Wo ist jetzt der blöde Fortschrittsbalken? Hä? So ist gut? So rum? Muss die Komponente 2 wahrscheinlich nochmal extra bewegen. Ja, wahrscheinlich. Aber... Ah! Ein Berg. Ja gut, das war das Symbol für Erdnutzer wahrscheinlich. Ach du meine Güte, was ist denn das? Hast gern geholfen. Was zur Hölle ist das? Und vor allem, es hat auch eine extra Komponente. Oh Gott! Oh Mann. Was? Ah, warte. Das sieht doch gut aus hier. Aber wie kriege ich es anders gedreht? Sieht aus wie ein Schrein. Ja, sowas in der Richtung, ne? Also vielleicht so irgendwie. Oder auf dem andersrum. Könnte auch sein. Moment. Oh Gott, jetzt habe ich es komplett durcheinander gebracht. Ja, so eine Art Schrein könnte es sein. Ja. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir die zweite Komponente da drehen. Oh. Ja. Fast. Was ist es?
Wir haben es fast, aber was ist es? Nur noch ein Stückchen, um es richtig zu drehen. Wir haben es fast, aber jetzt ich drehe es nochmal komplett. Jetzt haben wir es wieder Ich will es eigentlich so. Oh, warte. Ah, die Waage soll das sein. Diese Waage. Ja, schon, aber jetzt krieg ich es detaillierter angezeigt, okay. Das sah gerade schon schöner aus. So rum eigentlich. Wir hatten es doch schon fast. Nochmal die andere Komponente? Nee. Ah! Noch ein bisschen an der Komponente drehen, ja. Ach Gottchen. Was ist das? Es ist ein bisschen schwierig, es richtig zu drehen. Oh, das sieht doch schon gut aus hier. Moment. Ah. Okay. Ah, ja, das ist so ein Blumenornament. Oder so. Jetzt müssen wir nur das richtig gedreht kriegen, dass es da reinpasst. Oh, das ist aber hakelig. Moment. Ha. Das ist so ein Blumenornament, aber wie kriege ich diese Komponente jetzt richtig gedreht? Ei. Nochmal einmal rum. Ich weiß, wie das Ornament aussieht, aber ich krieg's nicht hin. Vielleicht nochmal alles. Ich glaube zumindest zu glauben, dass ich weiß, wie es... Nee. Ja. Ich würde es gerne so rumdrehen. Man kennt das Symbol auf jeden Fall, ja. Ich würde es gerne irgendwie... Oh, was? Ja, gut. Ja, da ist das Symbol. Aber ich krieg's nicht richtig hingedreht. Ah. Da sieht's doch schon fast gut aus, aber... Na? Es reicht nicht! So ein Scheiß! Es reicht nicht! Wie kriege ich es denn jetzt noch ein bisschen? So ein Mühe? Das gibt's doch nicht. So ein kleines bisschen noch. Vielleicht muss man das ganze Bild noch mal ein bisschen anders drehen. So. Jetzt habe ich es komplett schief gedreht wieder. Nee.
Einmal so. Nee. Ist gar nicht so... Nee, jetzt so ein bisschen. So. Es neigt sich immer in die falsche Richtung. Mann! Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht so schwer sein. Hier, komm, das ist doch super. Es gibt's doch nicht. Das ist schwer. So, wir müssen ja hier... Wir müssen ja die Außenränder... Guck mal, die müssen ja einen Kreis geben. Das weigert sich. Es weigert sich auch echt hartnäckig. So, dieser Außenrand, der muss ja ein durchgängiger Kreis sein. Also da können wir uns schon mal orientieren, dass das große Teil so muss. Oder wir drehen das alles andersrum. Das könnte auch sein, weil die sind ja noch gar nicht so richtig an der richtigen Stelle, ne, die äußeren Spitzen. Dass wir es noch irgendwie anders drehen müssen. Ja, oh, vielleicht so. So, nein, auch nicht. Ja, nicht ganz. Ach Gott, jetzt sieht's... Ach Gott. Aber gucken wir mal. Nee, nee, das geht gar nicht. Oh, das sieht doch schon mal auch nicht verkehrt aus, aber... Ey, es ist doch, guck mal. Guck doch mal so ein bisschen. Es ist irgendwie verschoben. Es ist nicht bündig. Das gibt's doch nicht. Das ist irgendwie verschoben. Und ich weiß nicht wieso. Das macht mich fertig gerade. Dieses blöde Ding. Die zweite einmal um sich selbst drehen. Ja, irgendwie... Jetzt habe ich es ganz... Wie ich es gerade hatte. Wie hatte ich es denn gerade? So. Das passt gar nicht jetzt hier. So, so, so. Was ist das? Ich habe den... Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja ein Schaß hier. So. Jetzt ist es auf dem Kopf, ne? Super. Das ist halt schwierig, weil ich diese Drehung leider nicht habe, um die Achse. Die hätte ich gerne. Dann wäre es einfacher. Aber die habe ich nicht. Und dadurch kommt dann so komisches Zeug hier zustande. Weil ich irgendwie versuchen muss, es zurechtzubiegen. Jetzt so. Ach man, ich hatte schon 99... Was ist denn das jetzt? Schon 99%. Und dann will das hier nicht. Ich muss das irgendwie so... Ich geb's bald auf. Passt so. Perfekt. Genau. Es muss irgendwie... Nein, auch nicht. Und jetzt so? Leute, das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ich versuche jetzt nochmal irgendwie das gesamte Bild nochmal anders zu drehen. Das ist vielleicht... Das ist echt... Das gibt's unfassbar. Dass das so schwierig ist. So, jetzt hier das Gesamtbild. Das steht doch schon mal richtig dann.
So. So ist es perfekt. Das Gesamtbild muss jetzt so bleiben. Moment, nicht ganz perfekt. Jetzt. So. Und jetzt nochmal diese Komponente einmal um sich. Nein, andere Richtung. Ja, fast. Fast. Wieso? Also ich muss jetzt einmal... Uah. So und... Nee, so klappt es auch nicht. Hilfe! Ich muss es so ein bisschen nach da neigen. Mehr muss ich ja gar nicht machen. Nein. Hilfe. Es könnte so einfach sein, wenn es funktionieren würde. Genau. So ist es nun mal. Ey. Ey. Das gibt's doch nicht. So, guck mal, jetzt habe ich es ja eigentlich verkehrt rum. Jetzt muss es ja eigentlich nur... Nee, irgendwie so. Just why? Wieso? Weshalb? Na? 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 Immer noch nicht, ne? Oh mein Gott! Was ein Schaß! Was ein unglaublicher Schaß! Ach, es gibt noch eins. Was zur Hölle ist das? Du meine Güte. Yay! Was ist das? Ah, jetzt hat das auch noch 3 Komponenten hier. Nee, einmal die 2 Komponenten und einmal das gesamte Bild. Aber das gesamte Bild doch kann ich drehen. Hä? Aber nicht ganz frei. Okay. Nur so ein bisschen. Was zur Hölle ist das? Ich glaube, diese Strukturen sind wichtig, aber... Könnte eine Stadt, die Stadt sein oder so. Ein Schriftzug? Könnte auch sein, aber... Ha. Also bis jetzt zeigt er mich ansatzweise, dass ich irgendwie richtig bin mit meinem Fortschritt. Ah, jetzt das da. Das mag er. Moment. Das ist nicht gut. Moment, jetzt wieder. Ach Mann, das, was ich gerade hatte. Nur in gut. Hier ist gut. Was könnte das sein? Also doch nicht diese Strukturen dazwischen. Sondern eher die Seitenteile. Aber was könnte das sein? Ein Elch. Ach du Schande. Okay. Stadt und Schriftzug, sehr nah dran, ja. Super. Ach du meine Güte. Ah. Ah, okay, die kann ich umeinander drehen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Okay.
Ach du meine Güte. So irgendwie, ne? Naja. Ich muss es noch ein bisschen senkrechter kriegen. Ui, das zählt schon. Nicht schlecht. Okay, es reicht. Damit hätten wir jetzt eigentlich schon ziemlich viele gemacht. Es geht mir aber erstmal vor allem ums Urgestein. Und für die anderen beiden kriege ich ja kein Urgestein. Aber es macht Laune. Mir gefällt's. So, ich würde vielleicht... Wie viel Zeit? Ist schon drei Stunden rum. Eieiei. Was brauchen wir denn noch? So, wir brauchen einmal glückliche Kameradschaften. Gut, da brauchen wir noch die 1000 von dem Drachen. Ja, muss nett sein, aber das mache ich jetzt nicht im Stream. Und hier brauchen wir noch die 2200 makellosen Talismane. Oh, wir haben genau 2400 Wohlstandstalismane, okay. 2200 makellose, das wäre das Ding mit den Möbeln. Das wäre das hier. So, da können wir Sammlerstücke bergen. Da gibt es dann auch Urgestein. Aber dafür müssen wir jetzt mal das hier machen. Ich würde das noch machen. Aber dann ist, glaube ich, auch gut für heute. Komme ich denn da hin? Müssen wir mit ein Schiffchen fahren? Nehmen wir das hier am besten. Oh, I don't like the rain. Before the resounding thunder, evil would cower in fear. So. Ah, da kommen wir nicht durch, was? Nee, da kommen wir nicht durch. Jetzt hängen wir fest. Schön. Hier kommen wir nicht rüber, also müssen wir ganz außen rum. War ja klar. Wenn wir da überhaupt lang kommen. Es ist ein knuffiges Boot. Ja. Klein, aber fein. Es kann auch schießen. Bang. Upsi. Ich wollte nur was demonstrieren. Ich bin schon wieder weg. So, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ach Gott, ein ganzes Stück. Ja, aber für vieles haben wir auch noch nächste Woche Zeit, wenn wir lustig sind. Das geht ja noch mindestens, ja, noch ein bisschen mehr als eine Woche. Von daher... Ich würde das jetzt noch machen. Aber ich glaube, vieles werde ich dann auch abseits vom Stream machen. Das ist ja eigentlich nur noch so ein bisschen Grind. So, was haben wir denn hier? Moment. Hey. So, next one.
Ich war's nicht. Seid nicht sauer. Oh Gott. Hilfe. Autsch. Ich kann ja auch so angreifen. Ich muss ja nicht die Spezialattacke nehmen. Ah! Naja, gut, passt. Passt schon irgendwie. Ach, das nächste ist hier. Okay. Weil da vorne war ja auch was. Das ist ja einfach hier. Ich dachte, das wäre schwieriger. Naja, wer weiß, was noch kommt. Noch sind wir ja nicht durch. Peng. Have a little taste. Suffocate. Der lebt noch. Ey! So. Herausforderung. So. Und der nächste. Das müsste jetzt der 5. sein, oder? Hm? Okay. Das war's? Kein Gegner? Das reicht schon? Das ist ja easy. Da habe ich jetzt gedacht, da kommt noch mehr. Ja, alles geborgen. Und jetzt darf ich hier... Ups. Das hier machen. Erreiche das beste Ergebnis von 1000 auf halbem Weg gefangen. Da haben die Schatten länger gedauert. Ja. Das stimmt schon. Aber eindeutig. Was ist das jetzt? Erreiche das beste Ergebnis von 1000 auf halbem Weg abgefangen. Na dann gucken wir uns das jetzt auch nochmal an. Da gibt es irgendwie... Oh nein, die Schatzräuber versuchen mit ihrem Transportballons gestohlene Sammlerstück von Milliarde gemacht zu transportieren. Ach, dies mit den Ballons, das ist nervig. Das haben die hier in ein Event gepackt. Nee. Aber gucken wir es uns mal an. Das ging jetzt relativ flott. Hier ist viel Erz. Ach, keine Lust, das gerade abzubauen. Okay, das ist eine Herausforderung. Ist die Frage, ob wir dann nur mit dem Bötchen arbeiten? Die Rosen auf halbem Weg abgefangen. Fahre mit dem Wellenreiter und zerstöre die Transportballons der Schatzräuber so schnell wie möglich, bevor sie ihr Ziel erreichen können, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Das Besiegen der Gegner auf dem Weg kann dein Ergebnis auch leicht erhöhen. Zünde Pulverfässer auf der Meeresoberfläche, um sowohl dem Ziel als auch den Gegner massiven Schaden zuzufügen. Okay. Wie komme ich denn da drüber? Gar nicht. Toll. So kann ich keinen Schaden machen. Nee, sieht nicht so aus. Okay.
Ich muss anscheinend mit dem Dingens. Bummens. Ach, lass mich. Danke. Da geht's lang. Okay. Wir machen es einfach ohne Schiff, geht auch. Ey, lass mich! Insubordination! Ah! Mist! Nein! Lasst mich! Ach, ihr schummelt doch alle! Mist. Okay, nochmal. Das machen wir nochmal. Müssen wir außen rumfahren. Das lief nicht so gut. Hätte ja klappen können. Another test subject. Dann halt so. Oh Gott. Nicht gut. Rückwärts. Rückwärts! Another test subject. So. Neuer Rekord. War das jetzt gut? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal nach. Mit Warten erzielt man aber selten die besten Zeiten. Ja, stimmt schon. Aber man stirbt wenigstens nicht dabei. Ey, hat doch gereicht. Hat doch gereicht. Oder? Wo war's denn jetzt? Hä? Hä? Wo war ich? Hä? Längste verbleibende Zeit 0 Sekunden. Hat, glaube ich, gerade so nicht gereicht. Mist. Aber ich musste doch... Hä? Ach nein, hier, da. Schon gut, alles gut. Ich war auf der falschen Herausforderung. Guck mal, reicht doch. Hat alles gereicht. 1000, 2000, 3000. Nice. So, kurze Verwirrung. Dann fehlt eigentlich nur noch das hier. Und den blöden Drachen muss ich noch x-mal besiegen. Na ja, gut, die Schatten kann ich noch machen. Aber das ist alles so Sachen, das ist ein bisschen grindy. Ich kann, obwohl das eine ist natürlich irgendwie wenigstens ein bisschen Geschick. Gut, die Flammen, die hatten wir ja, die waren jetzt... Ah doch, hier könnten wir noch... Da kriegen wir auch Urgestein, wenn wir die noch machen. Sind das immer unterschiedliche Schatten?
zumindest die einzelnen Teile. 2 Schatten sind noch übrig, die ich nicht gelöst habe. So, was hatte ich gesagt? 800 brauchen wir, ne? Nee, 960 brauchen wir. Ah, nee, reicht nicht. Reicht nicht. Nee, beim Aktionshändler kriegen wir nix. Bei den Schatten... würden wir kein Urgestein kriegen. Hatten wir ja schon gesagt. Bei den Flammen können wir noch Urgestein kriegen. Allerdings nur insgesamt 60. Ja. Reicht auch noch nicht. Nee, Schatten hatten wir gerade. Da können wir 60 kriegen. Und hier können wir nochmal 30 kriegen. Was ist hier jetzt? Sichere Zuflucht. Irgendwie bin ich jetzt gerade ein wenig... Die große Zusammenkunft. Hier gibt es 3 Teile. Dann gibt es das hier. Das wollte ich doch eigentlich gerade machen. Verhöre bei Nacht? Ich bin verwirrt. Wir haben jetzt diese Herausforderung gemacht. Ach, hier gibt es noch ein... Ah, okay, das ist das Problem. Es gibt mehrere Teile. Ach, du meine Güte. So, wir müssen hier Bergung der Sammlerstücke und Verhöre bei Nacht machen. Das ist ja verwirrend. So, Bergung der Sammlerstücke. Verhöre der Nacht. Ja, dann machen wir die noch. Ich bin verwirrt. Da gibt es auch noch mehrere Stufen. Du meine Güte. Meine Kamera ist schon wieder ein bisschen runtergerutscht, ne? Mein Kopf ist abgeschnitten. Ist ja nicht. Schweinerei. Ha! Jetzt passt's wieder. Ein bisschen. Ja, ist alles noch ein bisschen wackelig. Now it's my turn. Forth, my blade. Take 2 to go. Becomes Rain outlines your fate. You're toast! I'm right. From whence you came! One with my blade! By royal decree. Nice and spicy. Spirit blade! Attack! Ups, Mist daneben. Ey! jab and crush. Aua. Aua. A touch of frost. Mist, kein Feuerwerk mehr da. One more tap. Ertrunken. Nehmen wir. Wird zu viel am Tisch gewackelt. Ja, wahrscheinlich. Nee, die ist, ich muss zugeben, die ist momentan nur mit ein bisschen Tape an die Bildschirme geklebt. Und das ist noch nicht sonderlich stabil hier. Ach, jetzt habe ich die Dinger an der Backe. Ah. Wir teleportieren einfach hier rüber.
Wo wäre die nächste Truppe? Da. No, my sword! Rain outlines your fate. Booba, get Midnight Phantasmagoria! No rest for the wicked. From whence you came! One with my blade! Der ist da jetzt mit Pfeil und Bogen unterwegs. Der soll mir mal hier folgen. Komm mal her, Junge. Ich hab nicht das Feuerwerk, habe ich nur hier. Oh, wo bist du denn? Da. Swift and merciful! Witness the power of Gugwa. Oz, reveal thyself! Vielleicht geht's so auch schneller. Keine Ahnung. Naja, geht so. For judgment! A touch of frost! Treffen wäre gut. Wings of darkness! Come, sever night from day! Ich hol mal doch lieber das Feuerwerk. Komm doch mal her, Junge. Wo ist er denn? Da. Body and mind. Und das nächste. Ach Gott, da hinten. Okay. Holen wir uns ein Schiffchen. Hier könnten wir auch noch Sachen einsammeln. Aber muss ja jetzt erstmal nicht. Ja, später. Jetzt machen wir erstmal das hier. So, wo sind sie? One with my blade! Nice and spicy! From whence you came! No, my sword! Suffocate! Let me weave you a plot. By royal decree! A touch of frost! Submit for judgment! Oz, reveal thyself! Just you wait! So. Jetzt müssten wir hier... Nee. Noch nicht, vermutlich. Moment. Das habe ich so aber auch überhaupt nicht. Nee, 2 von 3 haben wir jetzt. Jetzt müssen wir noch zum dritten. Ach nee, wir haben es noch nicht eingesammelt. So. Ich wollte schon sagen, das waren doch schon 3. So. Jetzt haben wir das. Und jetzt müssen wir die dritte Ebene freigeschaltet haben. Nein. Bergung der Sammlerstücke. Ah, das fehlt noch. Verhöre bei Nacht. Hatten wir jetzt. Jetzt müssen wir Bergung der Sammlerstücke machen. Na gut.
Und dann haben wir die 3. Stufe freigeschaltet. Ah. Da sind wir auch gerade vorbeigefahren dran. Gut, machen wir das auch noch. Dann ist aber auch langsam gut für heute. Ja, das habe ich erst nicht gerafft, dass das hier irgendwie so mehrere... Also, dass das 3. nochmal mehrere Ebenen hat. Das ist ja Banane. Ah, jetzt muss ich nur mal... Nächstes. Oh, oh, oh! Das war unfair. Das war unfair. Ich glaube, es hackt. Hier ist nichts, nur einsammeln. Ich bin skeptisch. I got careless. That tingle? Picked the wrong test subject. Nächstes. Ich hatte mich auch schon gewundert, wo man so viele Event-Gegenstände bekommen soll. Oh, ich bin schon abgesoffen. Dass das reicht, um alle Gegenstände zu sammeln. Alle Möbelstücke. Aber anscheinend gibt es hier noch deutlich mehr, als ich gedacht habe. Naja. Da war was im Weg. So. Wie viele denn noch? 8 Stück, ne? Wie viele habe ich jetzt? 5? 6? Hat jemand mitgezählt? Nö, keiner hat mitgezählt. Autsch! Das müsste es gewesen sein. Okay. Dann waren es 7. So. Damit haben wir dann die hier freigeschaltet. Wo wir auch noch Urgestein kriegen. Und jetzt kriegen wir da wahrscheinlich dann auch noch. Schließt die Herausforderung der große Fang ab. Schließt die Herausforderung mit über 60 Sekunden verbleibender Zeit ab. Ach du Schande. Ach du Schande. Aber es gibt ein Rezept und Urgestein. Ist doch gut zu tun hier. Eieiei. Dann würde ich hier noch 30, 60, 90. Ah! Und nochmal 30 waren es, ne? 120 Urgestein. Und dann 120 und hier nochmal 60. 200 Urgestein. Könnte ich noch einsammeln? Habe ich richtig gekriegt? Ne, 120 plus 60 war es, ne? Nicht 80. Aber... könnte reichen, aber ich glaube, das machen wir dann nächstes Mal. Beziehungsweise, ja, rollen werden wir nächstes Mal. Du rollst in dein Bett, genau. Fällt dir echt schwer noch... Ach du meine Güte, dann aber ab in die Haia. Ich mache mich jetzt auch auf. Es reicht.
Ich habe auch irgendwie viel zu wenig Schlaf gekriegt. Oh, ist schon Mitternacht. Ja, ich sollte aufhören für heute. Ich muss nämlich auch noch ein Video schneiden für morgen. Oh, weia. Dann, genau, bis zum nächsten Mal. Ist morgen schon das nächste Mal. Dann, gute Nacht, ihr Lieben. Schlaf gut, wacht morgen früh, erholt auf. Und morgen ist schon der nächste Stream um 20:30 Uhr. Da spiele ich Mario und Rabbids Kingdom Battle, den Donkey Kong DLC. Vielleicht sehen wir uns dann, ja. Ansonsten am Sonntag 16 Uhr ist nochmal Pokémon angesagt. Bin ich auch nochmal gespannt drauf. Da haben wir auch noch nicht alles gesehen, was es so an Features gibt. Von daher bin ich da auch noch sehr gespannt. Also, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann, meine Lieben. Gute Nacht, schlaft schön. Ciao, ciao.